Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Heute zu Gast Felix Gruhl, King Asozial. Jetzt wird's jung, bisexuell, geisteskrank am Anakören. Portugal rum, der Asperger kickt. Ich spritz der Bitch, mein Dick ins Gesicht. Was? Ey, das Schiff liegt ganz anders. Der kennt sie als Nutte wie den Pumuckel. Bring mir deine Frau, denn ich mag an ihrem Busennuckel. Sie ist wie eine Leinwand, yeah, kann was. Tanz mit dein Kettchen, dein Parfum. Ich vergess mich, mein Herz pocht und mein Blick fokussiert sich komplett auf dein Arsch. Heute hab ich keinen Bock auf Arbeit, geh zum Arzt, ich hab keinen Bock. Zu viel Stress, zu kranke Leute, Bruder, das fickt doch mein Kopf. Das ist der Anführer der Oetti-Gang, meine Damen und Herren. Servus, herzlich willkommen Felix Gruhl und King Asozial. Ja, Band. Ja, es freut mich sehr, Was geht ab, hier zu Alter? sein heute. Mit dem Doc ist immer geil. Aber ja, scheiße, ja, entschuldige mal los. Was geht bei der Oetti Gang? Leg mir zwei. ihr Senf kennt die mich Vibes, ihr ein, wisst bereits, du was es ist. Senfsau. Oetti-Gang, Free Armin Malbes. Mit dem Würstchen im Senfglas, oder? Ganz genau so brauche ich dich. Ganz genau so brauche ich dich auch. Was geht ab, Alter? Habt ihr gut hergefunden? Ja, die Conny hat uns hergefahren. Ja, reizender Fahrservice von meiner Tante muss ich nochmal erwähnen. Danke an dich, Conny. Grüße gehen raus. Shoutouts an Conny 1731. Shoutouts. Super, Mann. Für die Leute, die noch nicht wissen, wer ihr seid, wäre cool, wenn ihr euch kurz vorstellen könnt. Ja. Wer bist du? Was machst du? Wie lange machst du das schon? Ja, ich bin King Asozial und ich kenne Felix seit... Nein, Spaß. Spaß beiseite. Doch, ja. Jetzt ging was Nein. für ernst. Also mein Künstlername ist Felix Gruhl, man kennt mich auch noch unter dem aka Doc. Das kommt von Dr. Allmann. Das war auch nochmal so eine Phase. Ja, ich habe durch die Bank weg immer Münchner Rap gemacht. Bin der Stadt treu geblieben, bin nicht ausgewandert und habe mir da meinen Weg gebahnt, sage ich mal, relativ. Bist im Gehege geblieben sozusagen. Ich bin im Gehege geblieben, ganz genau. Und Sehr gut. ja, ich habe einiges gemacht. Ich habe eigentlich immer viel München thematisiert, habe einen Stilwechsel drin gehabt, weil es sehr, sehr schwer ist, als MC aus München über den Tellerrand von München rauszukommen. Und dann habe ich mir halt irgendwie überlegt, okay, das muss alles ein bisschen viraler gehen. Das muss größer werden. Und ja, Gangster-Rapper haben da Möglichkeiten wie Libanesen-Clans oder dergleichen. Dadurch, dass ich kein Gangster-Rapper bin, habe ich mir überlegt, ich könnte so Jackass-Scheiße machen. Das kommt sicherlich auch gut an. Das Ganze ist mir dann ein bisschen aus dem Ufer geraten, bis ich dann irgendwann eine Vorhaut gegessen habe und mir das Maul zugenäht. Und ja, der Rest ist Geschichte. Wahnsinn. Ja, ich habe da auch so eine Sache gesehen bei TAF. Ja, da kennen mich wahrscheinlich auch viele davon, ja. Wegen U-Bahn ablecken und sowas, dass da auch Stimmt, so ja. die Corona-Challenge war. Das so. war wahrscheinlich der viralste Moment meiner Karriere. Ich vergesse das schon immer, weil es schon wieder so Ja, lange ich her kenne ist. sogar aber- noch einen. Ja, es war halt damals tatsächlich, ich war im Frühstücksfernsehen und es ging wirklich weltweit viral, Wie du witzigerweise. das abgeleckt Ja, hast, ja. echt? Oh, krasse Scheiße. Ich hatte bis dato immer noch kein Corona. Ja, aber du hast auch ein Interview gemacht, zum Beispiel koksende Polizeibeamte in München, habe ich auch gesehen. Ja, ist vielen negativ aufgestoßen, das stimmt. Dabei war es eigentlich gar nicht so gemeint eigentlich. Also viele Gastronomen Ja. haben sich da aufgeregt, aber im Endeffekt so habe ich halt einfach nur gesagt, wie es war. Also und vor allem eigentlich das Ziel waren die Bullen. Ja, normal. das war das Man muss Ziel. ja auch mal sagen, Ich wollte so da die keinen Kirche im schlecht Dorf lassen, man muss ja auch mal den Boomern bestimmen. Und wenn es dann halt mal der gesetzestreue Polizist ist, dann hören das halt viele Leute nicht sehr gerne. Aber Das so stimmt, ist es aber halt. das war mein Ziel. Also So, mir ging es ja, darum, klar. dass mal, ja. So, aber ist ja auch Real Talk, weißt du, Kriminalität kennt keine Grenzen, Ja. so, kennt keine Uniform All cats are beautiful. und es ist halt alles hier in München damals explodiert. Ja, es war Und, sehr, sehr, sehr ähm, krass, ja. Und Auf alle Fälle. so ist es halt. Jetzt sind halt die Leute, die zur Rechenschaft geworden sind, hinter Gittern dann und hatten selber normalerweise Uniform an. Ja, ich finde, So das ist ist es ein kleiner Funken Gerechtigkeit in München mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Ein Hoch auf die Justiz. Ja.
Ein Hoch auf die Etzstraße und auf St. Adelheim. Bei der Edstraße habe ich 2 Geburtstage. Yeah, verbracht, man. ich schwör's dir. Bruder, ich habe einen Song, ich kann gerne... 16. und 17. Geburtstag. Wenn wir es nicht vergessen, spiele ich den kurz an. Ich habe jetzt einen Song gemacht, der ist Etzstraße, der kommt jetzt in Kürze raus. Das wird ein Klassiker, das sehe ich wird jetzt schon. ein verfickter Klassiker, Mann. Spinnst du, Ja, wird Alter, geil, spinnst Ohne du. Scheiß. Wir gehen jetzt gleich noch auf die Oetti-Gang ein, aber bevor wir es Wir haben ja hier vergessen, einen König im Gebäude. King Yeah, Asozial. man. Was geht? Viral gegangen durch verschiedene Videos auf Instagram, Facebook, Stories, verrückte Aktionen, Kombinationen, Oetti-Gang, Felix Krul, Münchner Gesindel auch. Münchner Gesindel auch. Erzähl mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil das ist ja auch mal interessant. Wie ist überhaupt dieser Hype King Asozial gekommen? Ich meine, am Ende hat ja sogar Sido gefolgt. Und würde dir bestimmt immer noch folgen, wenn er wüsste, dass dein Account gesperrt ist. Wie es zu King Asozial gekommen ist, ich wollte eigentlich schon immer, ich habe mir früher Weeboy als Rappername ausgedacht, aber das kam nicht so gut. Da hatte ich noch kein Instagram und so. Du bist der Griffstisch. Dann habe ich mir dann habe ich einen Felix Benimm die jetzt. dann habe Benimm die. habe ich einen Felix kennengelernt. Früher, weil ich bin früher ins Backstage zu ihm nach München gefahren, haben wir ein Musikvideo gedreht und er hat mir auch schon vorher auf Instagram mal geschrieben, wir haben schon öfter geschrieben gehabt und so, der Felix und ich. Also hat deine Instagram, dieser Hype King Asozial auch direkt mit Felix Krul zusammengehangen so? Oder hast du davor auch schon so Videos gemacht, über Münchner Gesindel zum Beispiel rausgehauen oder so? Oder kam das erst danach? Münchner Gesindel kam eigentlich, den habe ich eigentlich angeschrieben, war mal eine Idee von mir. Schlafenszeit, aufstehen. Schlafenszeit aufstehen, das hat Schlafenszeit habe ich erfunden, das andere hat Lupus erfunden. Das Aufstehen. Shoutouts macht an Videos, Lupus. oder? Normalerweise. Kollege Double ist es. Ja, und wie bist du rausgekommen, was dir? Auf die Bildfläche erschienen? Erzähl mal. Viel durch Felix, viel auch durch Münchner Gesindel, den wo ich nicht persönlich getroffen habe. Grüße an Münchner Gesindel an der Stelle. Und Little Phil. den habe ich habe seine Videos so auf Instagram mal angeschaut. Ich habe seine Videos auf Instagram angeschaut, dann habe ich ihm mal geschrieben, ob er auch so Memes von mir machen könnte und hochladen könnte. Und dann hat Hast er du die mir Memes zugesagt selber gar und nicht sowas. selbst erstellt, sondern er hat einfach... Ich habe ihm immer Videos geschickt und dann habe ich ihm immer gesagt, er soll draus ein paar Memes machen und so. Du bist so eine Vertriebsbeste. Und ja, Also Wahnsinn. und dann... Du hast den harten Weg gewählt, hä? Der eigene Manager. Ja, stabil aber. So Münchner Gesindel hat mich auch ein bisschen berühmt gemacht, muss ich sagen. Da muss ich mich noch bedanken bei Münchner Gesindel, auch alle Fälle. wenn manche Sachen, wo er abgezogen hat, negativ waren. Jetzt kommen sie, wird nicht gehatet. Komm, die sind Hurensöhne. So ist es. Ja. Aber ist ja wurscht. Und jetzt Felix Krul, Oetti-Gang, dann bist du Oetti-Gang-Member geworden. Jetzt kommen wir mal zum Knackpunkt hier überhaupt in dieser Geschichte. Oetti-Gang. Wie ist es entstanden? Wie ist das? Alter, ihr habt 50.000 Füchse hier, habe ich gehört, so deutschlandweit. Was ich am Anfang komisch fand, du hast in einem Track gesagt, Schwanzrauchen oder Pimmelrauchen oder sowas. Das habe ich hab das beim sogar Track mal schlecht kommentiert gehabt, weil ich fand das irgendwie voll komisch. Normal als heterosexueller Rapper so, der andere rappt, ich rauch Pimmel. Auf einmal sehe ich in Berlin KDM Shay zum Beispiel und so viele andere auch. Sie reden auf einmal genauso wie du eigentlich. Ja, Genau. So, und irgendwie kommt es mir so vor, als wäre auf einmal eine Szene entstanden, die schon Felix Krul-lastig ist, meiner Meinung nach. So. Auf jeden Fall, also ich habe lange gebraucht, auch wie ich vorhin eben gesagt habe, dass es sehr schwer ist, als Münchner Rapper ernst genommen zu werden oder überhaupt erstmal bekannt zu werden, weil es halt immer heißt, ja, München hat kein Ghetto und in München alle Rapper sind halt Spastis so ungefähr. Shoutout an The Real Spast an der Stelle. Ja, also im Endeffekt habe ich mir sehr, sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie man
wirklich flächendeckend bekannt wird und was dazu wichtig ist. Was man braucht, um viral zu gehen, um Richtig. Aufmerksamkeit zu erzeugen. Absolut. Also das hat schon Hand und Fuß und ich habe viel gelesen, ich habe mir viel angeguckt, was in Amerika läuft. Und ganz wichtig ist, eine eigene Sprache zu haben, finde ich. Oder ich persönlich habe das immer sehr cool gefunden bei den amerikanischen Rappern. Auch bei Moneyboy. Also Shoutouts auch an Moneyboy. Sheesh oder Ihan. Und ich fand das sensationell und das ist sehr schwer, eine eigene Sprache zu erfinden. Aber es hat dann irgendwann geklappt, einfach mit den ganzen dummen Scheißwörtern, die wir so halt im Freundeskreis immer gesagt haben, wie schieben. Ganz anders schiebt es. Ja, es schiebt ganz anders. Schieberschwein, ja logisch, ja klar. Was haben wir noch alles? Bip, bist du gelähmt, Alter? Du Schieber, du derbe Sau. Ja, wir haben, also der Wortschatz ist riesig und das hat sich wirklich sehr gespreadet. Also, würz mich ein und senf mich ein. Ja, du kleines Schieberschwein. Ja. Und die Gang dann, okay, du hast dir Gedanken gemacht, ich muss mir ein Image kreieren, was vorzeigbar ist, was... Der Grundstein... Ja, genau so, was halt Potenzial hat, nicht nur in München gehört zu werden. Genau. Und dann Oettigang kam dann beim Oettinger Trinken oder wie? Das wie ist ein sehr guter Punkt. Also wer sich erinnert, ich habe mal eine ganz lange Zeit diesen Allmann-Grind gefahren, weil das hat auf Twitter mit Spaß angefangen eigentlich und dann habe ich gemerkt, dass die Leute da sehr krass drauf reagieren. Ich habe da immer so Allmann-Witze gemacht. Keine Ahnung. Ja, also da kann man etliche. bestimmt 100 Millionen finden. Alter. Ja, zum Beispiel halt Allmanns gießen das Wasser aus dem Wasserkocher erst raus, wenn der Klacker hochgeht oder die Lampe angeht, obwohl es halt vorher schon brodelt. So diese Genauigkeit und Pünktlichkeit. Und da habe ich viele Witze drüber gemacht und da habe ich gemerkt, hey, das ist das, was ich auch verkörpern kann, weil ich bin eine totale Kartoffel, wie man früher gesagt hat, halt ein Allmann. Und Deutsche Kartoffel. Potato. Ja, man muss aus dem was machen, denke ich, oder sonst ist es auch nicht authentisch. Man muss aus dem was machen, was man ist, so. Und da habe ich dann halt angefangen, auch so Lieder zu machen, also musikalisch das ein bisschen mit reingebracht, wie zum Beispiel den Song Bier. Erinnern sich vielleicht einige dran, der Song Bier oder 500 Promille. Und da habe ich gemerkt, hey, auf diese ganze Trinkkultur, und was natürlich auch super zu München passt, springen die Leute drauf an, das gefällt den Leuten. Und ich selbst war halt auch viel mehr ich in der ganzen Sache so. Und ja, also die Geschichte mit Oettinger, die geht weit zurück. Das ist ein Schmerzler, Felix. Ja. Die geht weit zurück bis in Jetzt hat er aber mal eine Bahn aufgelegt, der King. bis in die frühe Kindheit. Zu meinem Gangkollegen Frank Weiß, dessen Vater hat halt immer Oettinger gesoffen. Und alle haben sich halt immer lustig drüber gemacht, hey, du saufst das Billigbier und pipapo. Und wir haben das aber... Den guten Hopfen, oder? wir haben den halt immer rauszwickt aus dem Kasten und... Die Gang. Und ja, also im Endeffekt ist halt auch geil. Meine Mentalität war schon immer punkig. Also halt lieber Sachen feiern an sich, die abgefuckt sind. So. Also, und da haben mich viele früher als Felix Krull in dem feinen Zwirn, was ja auch nur ein Joke war eigentlich als Hochstapler, wer den Roman kennt, das ist ja eine Romanfigur. Das haben die Leute nicht verstanden einfach. Die haben gedacht, ich bin echt so, ich bin reich und das ist halt absolut das Gegenteil. Dass du eine scheiß Bonze bist. Genau. Aber ich glaube, aber dann habt ihr das Oettinger so gesehen immer gechabert so. Ja, wir haben das halt gesoffen. Frank White. Genau. Frank Weiss. Frank Weiß, ja, Grüße an Frank Weiß. Juliano Parker. Aber dann, seid ihr irgendwie jetzt in Verbindung mit Oettinger oder dürft ihr das richtig offiziell benutzen? Schwieriger Punkt tatsächlich. Mir kommt da gerade was. Ich muss Weil das 1731 ist, das hat auch was mit Oettinger. Das ist das Gründungsjahr der Brauerei, genau. Richtig. Und ich bin mit der Brauerei in sehr guten Kontakt. Die machen aber allgemein keine Werbung. Also deswegen ist das Bier auch so billig. Das wissen viele nicht. Das Bier ist deswegen so günstig, weil sie absolut keine Werbung machen, sondern nur über das Produkt gehen und halt auch einen wahnsinnigen Export haben in die ganze Welt. Und ich fand halt den Aspekt geil vom Billigbier saufen einfach. Das ist halt Jugendkultur, keine Ahnung, Festivals und Pipapo. Da sauft man halt Billigbier und das fand ich irgendwie real, das fand ich cool. Das halt so als
als Aufhänger zu nehmen, hey, wir saufen Oettinger. Und ich habe dabei aber gar nicht gewusst, dass es im ganzen Land so beliebt ist. Ich habe gedacht, das ist eigentlich mehr Also ich bayerisches glaube, das Ding. wird schon sehr, sehr häufig getrunken. Ja, brutal. Also es ist wirklich ein Dinger Jugendbier. Export, oder? Ja, ein Jugendbier im Endeffekt. Und das im ganzen Land. Dinger Und Cola-Mix, beste. auch geil, ja. Und über die Landesgrenzen hinaus. Also tatsächlich in Italien auch sehr beliebt. Und ich habe das aber nicht gewusst. Also ich habe dann nur gemerkt, dass plötzlich aus dem ganzen Land die Leute da voll drauf abgehen. Italienisches Oettinger aus der Dose, geil. Das silberne Pilz, ja, ist sehr geil. Und Und Export ist also es geil. war mehr eigentlich, war mehr Zufall. So, ey, du bist eigentlich aber mehr der Weinkenner hier, oder? Ja, aber Oettinger fand ich auch geil, bin ich auch geil. Aber ich bin jetzt mehr der Weintrinker geworden, ja, und ich kenne schon einige Weine, ja. Aus Italien, Kalifornien, auch, oder? Paris. Sekt, Champagner, Champagner, mein Lieblingsgetränk. Brauchst du die Natursekt, dann immer oder? vor Ort oder bestellst du die nach Hause oder wie machst du? Champagner kaufe ich immer im Kaufland oder beim Edeka oder beim Mövenpick in München. Shoutouts an Mövenpick in München. Ich will jetzt aber hier keine Produktplatzierung machen. Bezahlte Werbung. Sonst bekommen wir da Probleme. Sonst. Die haben dir doch bestimmt schon längst was bezahlt, dass du einmal sagst, hier Ding. Nee, da bin ich doch ein Freund drauf gekommen von meinem Dad. Der kaufte immer einen in dem Weingeschäft und Begonnen kaufe meinen Wein immer an. Begonnen hat das Ganze aber, dass du eigentlich ein international sehr hoch honorierter Natursekt-Sommelier warst, oder? Nee, ich war erst totaler Bierfan. Ich habe Craft-Bier alles ausprobiert, bevor ich Oettinger getrunken habe. Geteilt, Bruder. Bef- Basti, Alter. Bevor ich Du bist Oettinger einfach getrunken der habe. King Legende. aus Sozial Oettinger. Legende. Habe mir im Käfer auch immer Bier gekauft, so seltenes Craft-Bier, so. King Asozial aka Kingpin South Main. Ja, Mann. Aber jetzt momentan nur noch alkoholfrei. Ja, ich mache tatsächlich seit 1.1. komplett Detox. Also ich trinke nichts, ich nehme keine Drogen mehr, was anfangs brutal schwer für mich war. Aber aktuell halt hier Alleine Cola. geschafft? Alleine oder geschafft, ja. Aber weil es so ohne dreckig Entzug geworden ist, oder sowas? naja, komplett trocken. Also Ja. halt kompletten kalten Entzug selber gemacht. Ich habe eine tolle Freundin, Gott sei Dank, die mich da sehr unterstützt hat. Aber Shoutouts an Muddel. Shoutouts an La Seidel, ja, auf jeden Fall. Love. Aber ja, also es war sehr hart am Anfang. Also vor allem die erste. Love you too. Ich war halt, ich war an Silvester halt, habe ich ja gesagt, Mann. okay, ich gehe es echt an ab 1.1. und lasse es aber da nochmal richtig fliegen. Und da war mein Shep, das ist an der tschechischen Grenze. Und das ist die Christelhölle. Also da laufen nur Zombies rum. Also ich sag's, das ist nicht mal mehr lustig. Das ist der schlimmste Ort, den ich je gesehen habe. Und ich war an einigen üblen Orten. Und da habe ich es mir halt nochmal völlig besorgt. Also wir sind aus dem Bus ausgestiegen und der erste Kontakt war Kristall. Und dann habe ich gesagt, Kristall Meth. let's go. Crystal Meth, Alter. Und dann haben wir so coole Sintos getroffen. Shoutout auch Lacho Divis an alle Cousengos draußen. Ich kann ein bisschen Jenisch und Familie Schneider auch, große Familie in Deutschland. Also bin da sehr, sehr, sehr cool klargekommen gleich. Und da haben die uns auf so eine riesen Gypsy-Party mitgenommen in Shep. Das war wild. Aber eben, das schiebt war mal ganz anders. das hat ganz Das anders schiebt aber geschoben. Das ganz war anders. Hardcore-Gangster-Shit. Und das war halt das letzte Mal. Und da habe ich es mir halt nochmal Aufstehen, Schlafenszeit. richtig besorgt. Und ja, ich bin froh, dass ich raus bin, weil es ist nicht mehr schön gewesen. Also einfach im Privaten auch. Aber hast du das länger konsumiert oder jetzt nur dort, also Crystal vor allem jetzt? Oh, ich war sehr, sehr lang abhängig eigentlich. Ich habe letztes Jahr, Januar, Februar war das, am 14.02. kam der raus, ein Porno gedreht auch. Und Shootout an, was? Auf wo hast du es hochgeladen? auf OnlyFans. Bad Booty Babe, Shoutouts. Fans, Alter, Felix Krul gibt euch sein Porno. Bang. Könnt ihr eigentlich nochmal wieder droppen, oder? Was meinst du? Ja, die Szenen sind schon geil. Den ganzen habe ich noch nicht gesehen, aber Ja, in Komm, du hast den Vollversion. bestimmt schon ein paar Mal Nee. gegeben. Jetzt was kommt kriegen- so vor? Oder was war das, was dir hängen geblieben ist? Wie du ist hängen die Bad geblieben. Booty Babe mit deinem Schwanz geschlagen hast. So. Cockslap, ja. Und was noch? Irgendwo noch was Geiles?
Weil du in den Mund gepisst hast. Ja, so Zeug ist da halt dabei. Und also wer den angucken will, der geht unten in die Beschreibung hier unter dem Video, da ist bestimmt mein Instagram verlinkt. Das wurde mir nämlich gelöscht. Schaut da rein und dann kriegt ihr Alle mal Updates. folgen. Jetzt wegen dir droppe ich den nochmal, Alter, für die Leute. Drop ihn nochmal, Alter. Korrekt, Bruder. Das muss auch asozial sein, Alter. Ja, unbedingt. Wie mein Partner hier. Mhm. Und wie hat es bei dir rap-technisch angefangen? So, jetzt haben wir mal geredet, wie ist die Kunstfigur entstanden, aber Ja. generell, wo sind deine Rap-Anfänge so? Ja, das ist tatsächlich lustig, auch mit Frank damals, der hat einfach so aus dem blauen Himmel raus angefangen, damals in der Berufsschule, ich kenne ihn ja ewig schon, also jetzt mittlerweile fast 20 Jahre und er hat immer auf dem MP3-Player, gab es damals noch, hat der einfach so reingespittet, über Tracks, wo sogar noch Spuren drin waren, also völlig katastrophal, aber halt zur Gaudi. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ich weiß. Und so fängt es halt auch oft an. Und Ich glaube, es fängt immer so an. ja, Alter, ich bin Skateboard gefahren ganz lange und habe das dann aufgehört, weil ich immer so Mit Michael Wendler. ja, ich hatte brutale Verletzungen immer. Also ich wollte Tony Hawk-mäßig. ja, ich bin nicht Halfpipe gefahren, sondern Streetskaten, also fette Treppen und Handgeländer runter und so. Und das ist halt schon echt. Ich glaube, da habe ich meine Schmerzresistenz auch her. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich bloß sagen, wollte ich Profi werden. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, auch meine Mom, die hat da gesagt, ja, du musst eine Ausbildung machen, so ganz klassisch. Und ich war dauernd verletzt. Jetzt hör mal Alter. auf mit der Scheiße gehen. Genau, ich war dauernd verletzt. Und dann kam das perfekt mit dem Rappen. Das war so, das hat mich wie der Blitz getroffen. Ich habe immer schon Rap gehört, also von ganz, ganz klein auf. Meine erste CD war What's My Name von Snoop Dogg. What's Snoop Doggy Dogg. Krasses Ja, und Single auf jeden Fall. hey, ich bin da voll kleben geblieben drauf, aber ich habe nie dran gedacht, das selber zu machen. Und wo ich das so gesehen habe, eigentlich, hey, warum nicht? Und der hat Und dann direkt auf Deutsch oder auch ja, auf ich habe immer nur Deutsch gerappt. Ja. Wobei ich mir überlegt habe, ich habe neulich mal mit einem Kollegen, der Russe ist, ich hatte lange eine russische Freundin, Russisch zu Shoutouts rappen. am Bratan. Ja, Ich habe mit den Russen angefangen zu rappen. Korrekt. Schöne Grüße an Kastan. ja, Mann. Utram Spajuba, Goda, Krinova, Etaglam, Gureb, Eta, Gloja. Geil, Digga. Also, ich weiß gar nicht, ob es noch so richtig ist, weil die Erinnerungen sind schon 20 Jahre her. Ja, aber korrekt, Aber- Digga. Feier ich, So, stabil. das war damals ein Part, er hatte einen Part, den hat er die ganze Zeit gerappt. weißt du. Den von Bratan und den russischen. Ja, müssen wir mal schauen, ob das überhaupt geht, hier was anzuspielen. Aber ja, also auf jeden Fall, so war das damals. Und der hat auch Kumpels gehabt, die ein Studio hatten. Sag ich mal, jetzt auch nicht spektakulär im Keller, wie man es oft kennt. Und dann ist es losgegangen. Also dann war das relativ schnell bei mir so, dass die Jungs gesagt haben, hey, du hast Talent. Und Du schreibst auch immer selber, oder? ja, natürlich. Also ich habe auch schon Ghostwriting sehr, sehr viel gemacht, also für andere geschrieben. Das denke ich ist dem geschuldet, deswegen heiße ich auch wie eine Romanfigur. Ich habe halt echt immer viel gelesen. Dann danke an meine Mom, die mich da gezwungen hat, dazu fast schon immer zu lesen. Aber ich denke, ich habe einen Ja, guten... ich glaube, das ist auch sehr wichtig für den Wortschatz auch. Und Ja, Rappen ist... Allgemeinwissen so oder so. Weil als Rapper bist du so gesehen ein Geschichtenerzähler. Richtig. Und wenn du nichts weißt, dann ist die Geschichte einfach öde. Ja, und ich bin ein lustiger Typ so, deswegen vielleicht auch nochmal zum Unterstreichen, wieso diese ganzen Jackass-Sachen, das ist jetzt im Endeffekt auch aus meiner Skateboard-Zeit gewesen. So, ich hab schon immer eher die Vision, ich war auch riesen Eminem-Fan und ich habe das immer geil gefunden, dass er im Endeffekt Eminem für mich der King überhaupt. überhaupt, Also alle waren auf Überking. Tupac und so und B.I.G. Ich feiere Auch die zwei Überking. auch. natürlich, Mann. Aber Rest in ich Peace, war Biggie immer und Pac. auf Eminem, die 12 Psycho, American Psycho, krasseste Song. So. Ja, Mann. Ja, geil halt, also mir gefällt es immer, wenn ein bisschen Humor dabei ist so. So ist mein Charakter auch. Ich bin ein lustiger Typ, würde ich jetzt mal behaupten. Eigenlob stinkt, aber so war es Du nicht machst auf gemeint jeden so. Fall Ich bin immer krass eigentlich ein lustige Joker Sachen. so. Aber ich habe auch gesehen, so richtig Sachen, wo man selber fast wirkt beim Zuschauen. Ja, Was das, ich extrem fand, zum Beispiel die Butter-Challenge. Das hört sich so billig an. ja, das war auch sehr Aber grob. Wo du die Butter da, ich glaube, 3 Pakete oder Ja. 3 Pakete. Ja. meinst du da? Boah. Aber Ja. du hast auch gespielt, glaube ich. Viele, naja, es gab ja zweimal
das Butterbrot. Also, ja. Das ist halt einfach eine Scheibe Brot mit einer ganzen Butter. Und da habe ich dann 3 gefressen. Ich habe die Senf-Challenge gemacht. Ja, ich bin nicht... Senf-Challenge habe ich auch gesehen. Ich bin Freak, weißt du, ich meine so... Da löffelt ihr den Senf, oder? Ja, also Das ist eine neue, gell? da kommt die Senf-Challenge 3 jetzt nächstes Wochenende. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann die Sendung hier rauskommt, aber es kommt auf jeden Fall auch. Deswegen lohnt sich das Insta, wie gesagt, zu abonnieren. Da gibt es alle News dazu. Und Genau. ja, Alter, Aber ich was habe soll ich auch sagen? krasse Sachen gesehen. Ich habe gesehen, du hast dir eine verpassen lassen von Capital Bra. Der hat dir gleich 2 gegeben. Ja, die Story vielleicht auch nochmal für alle so, das war wirklich abgesprochen. Ich war da eingeladen zur Gucci-Land-Tour damals und habe dann erstmal natürlich, ich habe erst einen Kapi angesprochen, es war halt wirklich original, da habe ich das auch zum ersten Mal so richtig live erlebt, wie das ist. Da hat er halt wirklich gesagt, ich muss erst den Patron fragen. Und dann sind wir halt zu Ashraf Remo. Und Ashraf Remo war extremer Jackass-Fan. Und das war mein größtes Glück. Wäre so wie Jackass. Und ich so, ja. Also korrekter Typ, mein Ehrenmann, auf jeden Fall. Auch Kapi, Samra, alle richtig korrekt. Und ich wollte eigentlich, dass Kapital mir Tabasco in die Augen schüttet. Und er sagt so, Das wäre ja zu krank. er sagt so, nein, bra, ich kann das nicht machen. Was, wenn du blind wirst? Und so halt, geht so rein, gell. Dann ich so, ja, scheiße, ich werde doch nicht blind und so, ich habe das schon mal gemacht und bla. Und er so, ja, aber ich kann dir alternativ, was ich machen kann, ich kann dir eine Bombe geben. Und dann haben wir den menschlichen Boxautomat da draus gemacht und ich dachte mir, Auch der Name krass. ich dachte mir in dem Moment schon Jackpot, weil ich genau wusste, die Medien werden das Oh, so ja. auslegen, dass er mich geschlagen Legende. hat. Und es ist halt mega viral gegangen. Das war eigentlich doch, das war das Beste, was passieren hätte können, so. Der Boxer, aber der erste hat ihm nicht gereicht, das hat man so gemerkt. Da dachte er, das ist zu leicht, nicht, dass er so Ja. pussymäßig rüberkommt. Dann hat er dir schon nochmal so eine Er hat schon Hammer gegeben. halbfest, der hat er dir schon Er hat mal schon noch Hammer gezogen. gegeben. Also ein Pfeilchen hast du auf jeden Fall gehabt. Aber er hat schon auch gezuckt, wo ich vorgegangen bin. Hey, man kann das Video anschauen, ich schwöre bei Gott. Aber kein Ja, normal. feiner Kerl. Sehr bin lustig, ja auf groß jeden auch. Fall für jeden Spaß zu haben. Ja, safe. Aber du bist ja auch nicht damit jetzt nur mit bekannteren Rappern in Kontakt. Ich habe gesehen, Sido-Feature, oder? Sido-Feature habe ich auch, ja, also ein eigentlich noch krasser, also Sido und Savage, Savage, genau. Ja. Die sind beide auf dem Track. Der Track heißt Hoddeln, Hodln. Gibt's auf Kassette auch? Jetzt habe ich gesehen. Ja, also auf jeden Fall war, Kurzer Stopp. Dazu muss man sagen, King Asozial, Tape-Fanatiker. ja voll, es geht um Ja, Tapes, Mann. Skinny, Shoutouts an Skinny Finster. Shoutouts an Shoutouts. dich, Skinny. Du hast mich auf Tapes gebracht, man. Auf jeden Fall sehr cool, dass ein Musikliebhaber noch sagt, weißt du was, ich will den Shit auf Tape. Ey, ich find's Weil auch alles mega krass, andere Alter. ist Und so- er hat so, es gibt eine richtig krasse Memphis-Legende, Tommy Wright. Und Tommy Wright hat ihm halt auch so geschrieben. Ist halt so krass, weil man muss dazu wissen, bei uns das Kennenlernen war auch dadurch ein bisschen geschuldet, dass er mich jeden Tag, Tag und Nacht, glaube ich, mit über 2 Monate lang, jeden Tag, Tag und Nacht mit Messages bombardiert hat. Und ich dachte mir immer, oh, der ist unheimlich, Alter. Das ist ein Vollpsychopath. Und hab Bin das ich immer- auch Ist mal. auch, oder? Und hab das Bin immer, ich auch. hab das dann immer in den DMs gelassen und wollte es nicht aufmachen. Gell? Ich so, was ist das für ein Freak? Weil er war immer ganz oben, weißt du? Ich meine, normal rattert ja, also ich krieg viele DMs und es rattert sehr schnell runter an einem Tag so. Aber er war immer ganz oben, weil er dauernd geschrieben hat. Und ich dachte mir immer so, Digga, der ist ambitioniert, Mann. So, schau da mal rein. Und dann habe ich die erste Voicemail abgespielt und mich sofort verliebt. Also, weil dieses einfach, er ist auch ein wahnsinniger Charismat. Also nicht nur Psychopath, sondern auch Charismat. Ja. Und Ist auf jeden Fall, er hat halt den Humor mit der Gabel gefressen. ja, voll, aber Voll. so Helge Doch, Schneider-mäßig, einfach aus dem Voll. Nichts raus, so lustig einfach. Einfach durch die Persönlichkeit, Ja, nicht gespielt. Safe. so. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, so ist er halt immer. Und so hat er sich schon einige Sachen ergaunert. Und zwar, er wurde ja mal von E40 repostet, gell? Repostet auf Insta. Ja, ich habe das ein Bein gerepostet. Da war ich so, was E40, Digga? So, für die Jüngeren werden vielleicht E40 nicht kennen, lohnt sich aber. Ein ganz einfaches Beispiel, der Song Yup, Nope von Moneyboy, das ist eigentlich in echt Sample. ein Sample, der Song ist in echt genauso, nur auf Englisch halt von E40. Das ist E40, checkt E40 aus. Und er hat ihn Shoutouts repostet. E40, Main. Shoutouts E40 und ich dachte so, was? E40? Und dann eben, was wollte ich sagen? Was du schon alles so,
wo du schon aufgetaucht bist und wie krass das ist, weil du halt eben so penetrant bist. Und Ja, auf diversen Meme-Seiten auch. ich hatte kurz den Faden verloren, sorry, aber jetzt weiß ich es wieder. Tommy Wright, eine absolute Memphis-Legende, Ja. hat ihn dann angeschrieben, weil er ein Tape hatte und er wusste es aber nicht und das Tape war ein Bootleg. Dazu kannst du gleich mehr sagen, aber Tommy Wright, diese Memphis-Legende, schreibt ihm persönlich, it's a bootleg. Ich darf Nee, das all N-Wort- of fakes. Ja, ich darf das N-Wort hier nicht droppen, aber ihr könnt es euch denken, was er geschrieben hat. Ja, sag mal ein bisschen was zu der Bootleg. Was ist ein Bootleg? Wenn wir Bootleg Was ist das überhaupt? Genau. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. ja, ich bin auch nicht so ein Weiß ich Tape-Game. selbst nicht so, aber ich kann es erklären. Es ist ein Seltenheit einfach. Nee, ein überdrücktes Tape, ein gefälschtes Tape, wo man einfach die Songs von dem Rapper nimmt und dann auf das Tape tut, weil ein Original Tommy Wright Tape kostet so 100 bis 400 Euro ungefähr. So ein Ich kann dir ein Original, bisschen helfen, wenn du willst, weil so ein das ist, Original-Tape. es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Bootleg heißt im Amerikanischen schon immer eine Kopie. Ja. Also und Kopien sind Ein es. Original-Tape sozusagen. genau, und das Ding an Tommy Wright hat selber Bootlegs verkauft. wow, shit. Das war jetzt deep. Jetzt wirst du wieder Stress mit ihm kriegen. Wenn er das sieht. Nicht, dass er dich angreift, Alter. Ja, schneid mal raus. Schiebt er ganz anders. Schiebt er ganz anders. Schon wieder Tommy Wright geht das. Das schneidet mal raus. Alter, hier Das gibt's bleibt drin, keine Alter. Schnitte, Alter. Hier Beef mit Kingpin hier ist Southmain. 100% Real Talk. Gegen Tommy er Wright. shootet mich Ja, in wahrscheinlich. Memphis. Ja, aber du fährst wahrscheinlich so schnell nicht nach Memphis. Hm. Aber auf alle Fälle, Bootleg ist halt eine Kopie und das Geheimnis an Tapes ist, Kassetten sind uralt, Digga. Das ist das Ding, das ist Sammlershit, das ist Liebhaberscheiß, wie Schallplatten beispielsweise. Habe ich auch Und zu es Hause. verkaufen halt im Internet manche das als alte Kassette, aber es ist halt nur eine neue Kassette draufgespielt und halt der Aufkleber. Das ist ein Bootleg so. Und der hat ihn dann dazu gesagt, hey, die Kassette, die du da hältst, das ist ein Bootleg und diese Legende aus Memphis ihm halt Aber schreibt. eigentlich hat die Legende ihn dann gehatet sozusagen. Ja, ein oder? bisschen. Hat Deswegen- dann gesagt, du Schwein, hast einfach eine billige Kopie. Aber von es ist auch ein Riesenthema. Aber andererseits soll er meiner Meinung nach heutzutage froh sein, dass es überhaupt welche gibt, ob das ein Bootleg ist oder hin ja, oder sie her. keepen es halt sehr real. Das Tape-Game ist serious. Alter, das Ja, ist serious. ganz anders. Das schiebt dir ganz anders. Jetzt Kassetten ist der, sind sehr real, jetzt, man. ist der King, jetzt hast du ihn nervös gemacht. Ja, aber es macht nichts, ich stehe hinter dir, Bruder, wie immer. Kassetten sind sehr real. Vor allem in der Dusche steht er hinter dir. Sehr gerne. Seife aufheben. Auch vor dir, Bus bauen. Aber jetzt, Savage Sido. Ja, das war krass. Da sind wir hängen geblieben. Das war krass. Und zwar war ich auf dem Splash. Ich weiß nicht mal mehr. Boah, der Schmalzner. Eigentlich müsste ich schneuzen, Alter. Der ist sehr giftig. Aber es ist so mein Das ist Substitutionsmittel aktuell. der Schnupftabak des Grauens. Aber auf jeden Fall, ich war auf dem Splash und ich glaube, es war 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ja, denke ich sogar ziemlich sicher, 2017. Ich war auf dem Splash und stehe an so einem Raclette-Stand. Aber nicht im Backstage, sondern wirklich auf dem freien Gelände. Ich wurde fürs Backstage gebucht, einen kleinen Auftritt nur. Da gibt es so eine Newcomer-Bühne. Und ich stehe dann da so und schaue so nach links und sehe Sido mit so einer riesigen Menge an Leuten. Ich sehe Paul Ripke, großartiger Fotograf, DJ Desu, alle möglichen Leute mit Sido so gehen. Und ich denke mir so, das wäre geil, jetzt für Instagram ein Foto zu machen mit Sido, gell? Und denke mir dann aber auch, ich bin selber als Künstler da. Ja. So Fanboy-mäßig. Ja, so. dieser Ich Effekt, habe keinen Bock, so dass er denkt, dass ich sein Arschlecker kleiner bin. Pimmelblaser so. Obwohl ich bin großer Pimmelblaser nämlich, gell? Ja. Schon dann, also wenn Das sind Sido dann und zum Siggi. Deep Road. Nee, aber weißt du, ich dachte mir so, ja, ich will den jetzt nicht so anlutschen. Und Uncle wie viele Sigmund. Leute werden mit ihm gerade Fotos machen wollen, so. Und auf einmal höre ich, Eigentlich musst du zu so jemandem gehen, glaube ich. Das muss ich mal ausprobieren. ja, Das ist mir safe. gerade eingefallen, du musst hingehen und sagen, willst du ein Foto mit mir? Ach so, ja, aber So, ist auch willst körnig. du ein Foto? Das ist aber ganz körnig. Dann, das ja, als Merke ich mir Challenge ein Jay vielleicht. jetzt machen. Nee, aber Als Challenge. der kommt, Dass die Bodyguards direkt drauf gehen. Digga, und er kommt so an, und auf einmal höre ich Felix. Und ich, wie versteinert, ich glaube, ich träume, gell, weil
Die krasseste Geschichte ist, in dem Studio, wo ich angefangen habe zu rappen, da habe ich mir damals gab es noch Bravo Hip-Hop Special, habe ich mir hingeklebt, ein Poster und habe ich habe da das Buch The Secret gelesen und war so voll, was ich glaube passiert auch, gell. Und hatte eine Zeitung mit Ziggy drauf. Ja, und hatte das da hängen und habe gesagt, irgendwann mache ich einen Song mit dir, so. Und er kommt und ich denke so, von wo? Kennt er mich überhaupt und so? Und es ist witzigerweise so, dass jemand aus München sein Physiotherapeut war und er hat mich gezeigt, so denke ich mal. Ich habe ihn nie gefragt eigentlich wirklich, aber ich denke, es war so. Und er war total begeistert und hat so, was isst du da? Und alle Kameras gleich an, ich war in seiner Insta-Story nicht so, was geht jetzt ab, Digga, gell? Und er hat damals das Album gemacht mit Kool Savas, Royal Bunker. Die haben zu zweit ein Album gemacht und dann haben sie mich eingeladen hinter ins Backstage. Und es war so Rap-Götter, 2 Rap-Götter, so wie Biggie und Pac einfach für mich. richtig geil so. Im Deutschrap und ich echt wirklich dachte, was geht jetzt ab? Und ja, ich kann einigermaßen gut reden oder ich bin immer real, weißt du, wie ich meine? Ich bin so gewesen, wie ich war und dann haben wir uns gut verstanden. Und dann haben sie eines Tages, waren sie auf Tour und ein Tourstopp war München halt und sie haben einen Tour-Mixtape gemacht. Auf Tour. Und da kriege ich einen Anruf, hast du Bock auch auf einen Track zu kommen? Und ich so, ja, safe, was für eine Frage, natürlich. Ja, aber du musst es bis 11 abliefern. Das war da 21 Uhr. Du musst um 23 Uhr abliefern. Ich alle angerufen, Studio. Natürlich, keiner Zeit. Ja, stehe ich da nicht so, was mache ich jetzt? Dann habe ich ein Home-Recording-Equipment, total rotzig, Alter. Krass. Schon verstaubt gewesen mit alten Windows-PC, der down abgestürzt ist und so. Habe ich mir eine Decke über den Kopf gezogen und habe das recorded und hingeschickt und ich schon so, da denkt euch bitte nichts über die Qualität so. Ich habe halt jetzt ich will unbedingt so, aber das war das Einzige, was ich machen konnte. Und DJ Desu hat das, glaube ich, gemischt und wenn man sich den Song anhört, das würdest du nie denken. Also man kann mit Mischen sehr viele Songs rausholen. Ja, normal. Und dann hat das sind geklappt. Halt Vollprofis seit Jahren. Safe, Legende, DJ Desu. Ich glaube, er hat es gemischt so. Und auf jeden Fall, also das war dann das Feature. Ich bin dann auch nach Berlin gefahren und habe ein Video dazu mit den Jungs gedreht und war lustig, oder? Das war geisteskrank lustig. Soll ich einen kleinen Witz oder sowas aus dem... Aber hast du gesehen, was jetzt die Medien gerade mit Sido probieren zu machen? So finde ich auch schon richtig ekelhaft. Nicht? Der hat so Werbung gemacht, so für Wurst und jetzt die ganzen Veganer und so. Ja. Da hacken auf ihn rum, wie er als Vorbildsfunktion Werbung für Wurst Digga. machen kann. Dabei weiß jeder, dass er einfach Sido er ist der feinste Berliner Kerl. Original ist. Ja, Alter. Als würde er keine Currywurst essen. Hast du nicht sogar... Du hast doch einen Bratwurststand, oder? Ja, der bayerische Bratte. Der bayerische Bratte, Digga. Vielleicht kommt der Sido mal vorbei, gar nicht so weit weg heute. Du, ich sag ihr, wenn er da ist, dann sag ich, geh mal, test mal dich aus. Soll er ein Foto machen, Alter, vom bayerischen Ich verstehe das auch nicht ganz. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, so schnell bist du halt im Feuer, weil ja, ihn nehmen sie immer gerne her, ja, normal. Weil er halt wirklich, das wissen auch wenige, er ist wirklich seit Jahren der meistgestreamteste Künstler in ganz Deutschland. Oder so. Auch Radiokünstler. Schau mal, wie seine Einnahmen allein durch Radio, was Flair dazu gesagt hat. Flair hat gesagt, der Sido, ja, unschlagbar. Weil sein Songkatalog so lang ist, weil er so viel Musik so lange schon macht und ja, anyways, man nimmt halt eine große Person. Auch weil er brutal ist einfach. Ja, natürlich. Ich fand ihn krass als Street-Rapper bei Agro Berlin, aber ich finde ihn auch immer noch krass als Vater, der für seine Kinder rappt. Unglaublich. Und ich finde ihn auch krass jetzt wieder mit Flair, Bass Sultan Hengst, das eines Tages Cover von Azad. Digga, es ist sowieso, er ist halt, er hat mich empfangen, er hat mich ins Konzert in der Zenithalle, also wir haben uns jetzt mittlerweile schon oft getroffen und es ist Augenhöhe, Digga. Also der Typ ist todesreal, der ist der feinste Kerl überhaupt so. Also und deswegen... Biteit auch zum Beispiel. Biteit habe ich getroffen. Ja. Er hat sogar mein Tape, mein Album damals laufen lassen, seine Autogrammstunde und so. Schöne Grüße an Biteit. Auch der Videomacher von Biteit. Richtig cooler Typ. Also ich glaube, die waren damals und sind es auch teilweise immer noch richtig coole Dudes, bis auf ein schwarzes Schaf. Aber so ist es halt. Ich glaube, du meinst Bushido, oder? Ja, normal. Ja, Bushido ist auch korrekt. So. Da hat auch jeder seine eigene Meinung, aber die sind halt alle schon ewig da und sind halt konstant gut im Rap einfach, weißt du. So. Jetzt du Sau-Basti. Was warst du, Mann? Das war der King Asozial. Warst du's? Nee. Er musste mal King, jetzt komm hör auf. Ich weiß nicht. Gib's zu, benimm die jetzt. Oida! Digga.
So, dann hat sie das Savage Kusavage-Ding gemacht. Ja. Und dann ist aber das mit Oettigang auch immer mehr durch die Decke gegangen. Ja, voll. Sido hat ja sogar, glaube ich, mal gepostet, dass er Oettigang-Member ist. Ja, sogar safe. Ja, Mitglied, das so. meine ich damit. Der ist einfach, wenn er mit Ja, jemand cool ist, dann Uncle steht er Ziggy. hinter ein und das ist halt von der Größe, was er als Künstler ist, ist verrückt. Aber im Mann. Endeffekt hat es ja dann Das- Bazi jetzt, aus da jetzt. Bazi überhaupt schon Bazi. vorgestellt. Shoutouts an Bazi, Bazi. jetzt kommst du mal. Shoutouts an Bazi. Halt mal kurz Mike. Wir haben hier einen Bazi, ich glaube, der ist es, der die ganze Zeit unter dem Tisch hier furzt. Bester Hund, Shoutouts. Ja, das ist mein Molosser, mein Zuchtrüde. Irgendwann gibt's Babys. Meldet euch bei Diamond Bullies Munich. Auf jeden Fall Tierliebhaber. Ich spritz deiner Bitch in Ja, der Gesicht. Song ist geil. Auf jeden Fall, dann seid ihr auf Tour gegangen. Also durch die ganzen Bierzelte oder wie kann man sich's vorstellen? Nee, wir haben die Bierschiss-Tour gemacht. Die Sehr geile Tour. Ich war in Hamburg dabei, da habe ich mich so volllaufen lassen mit Wein, da hast du mich nicht auf die Bühne gelassen, weißt du noch? Ja, weil das war. Ja, Hast ein King ein Verbot gegeben Ja. auf die Bühne. Ja. aber das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Hat er wieder runtergekommen. Nee. Der Ich erste kotz nicht Tourauftakt. runter. Der erste Tourauftakt war in München im Backstage, damals noch im kleinen Backstage. Es war rappelvoll, ich glaube 350 Leute waren da. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass was ausverkauft war. Ich habe mich so gefreut und wir haben so dringend die Kohle gebraucht. Also es war wirklich so eine Hauruck-Aktion. Wir haben teilweise mit Privatautos gefahren, also richtig Ghetto-Style so. Und das war ein Höllenkonzert, das war komplett krass. Also bevor wir überhaupt auf der Bühne waren, haben die Leute schon in der Menge Bengalos gezündet und es war gleich schon so Abbruch, dann habe ich es gerade noch hingebogen. Und der Hammer, warum ich ihm da verboten habe, in Hamburg auf die Bühne zu kommen, war, weil der Basti einfach aus dem Backstage die ganzen Getränke, die für uns gewesen wären, für danach halt dann zum Party machen, hat er alle nach vorn geholt und wollte sie den Fans, den Füchsen zum Trinken geben. Eigentlich nett gemeint, hat sie aber immer komplett in die Monitorboxen geschüttet. Ich hab wie Moneyboy gemacht, diesen Moneyboy, wie er bei einer Bitch gemacht hat, say und dann wollte ich halt in den Mund so. Ja, es ist halt völlig so. daneben gegangen, weil er schon Voll so in die dicht war. Monitorbox. Ja, Und schon gab's kein Geld mehr, oder? wir hätten 5.000 Euro verdient und die 5.000 Euro haben die glatt berechnet als Schaden. Sorry nochmal an der Stelle, Felix. Ja, das Ding war, wir wussten dann nicht mal, wie wir in die nächste Stadt kommen sollen. Und wir keine Kohle hatten. Wir haben halt gedacht, so, ja Mann, Alter, jetzt können wir wenigstens dann ein Auto buchen oder einen Bus buchen, dass wir sauber fahren können. Katastrophal war das, Alter. Da musst du mir mal eins sagen, der wo da immer noch die Freundschaft hält. Ja, Aber ich Felix, weiß halt, wie du bist. Ah, auf jeden Fall. normal. Er war Aber zu 5 dicht. Riesen ist schon auch, ich sag mal, im Amateurbereich 5 Riesen ist eine mega Summe, Bruder. Ja, es war voll. Also 5 Riesen ist schon eine mega Summe. Aber ich meine, das macht ja Freundschaft aus. Man muss ja, wie hat PA Sports gesagt, einen Freund darf man nur haben, wenn man auch bereit ist, ihn zu tragen. Absolut, absolut. Weil Und ein Freund ist nicht immer nur positiv, Freund ist auch oft negativ. richtig. Und man Boah, muss da dazu sagst du was bereit Deepes, sein. ja. Da sagst du was Ja, ich Deepes. bin Und ich positiv finde immer das zu schon dir. richtig, was PA Nicht immer. Sports gesagt hat. Also Ja, safe. man muss sich gegenseitig tragen können und wenn man es nicht kann, sollte man die Freundschaft nicht Das ist eingehen. ein sehr, sehr deeper Punkt. Und sehr real. Und mir ging es auch nicht um die Kohle in dem Sinne, Ja klar. sondern Ich verstehe dich voll. wir hätten damit halt die Tour finanzieren müssen. Es war klar, deswegen haben wir es als ersten Ja, Tourstop logisch. gemacht, weil die Base halt in München halt am größten einfach ist. Und die loyalsten Füchse halt einfach aus München sind, ist ja klar irgendwo. Und Ja, genau. ja, und ist dann war es halt scheiße, es war sehr eng, ist aber ja auch immer irgendwie auch eine finanzielle Frage, wenn man Fans aus einer anderen Stadt hat. Ja. Vielleicht haben die nicht so das Polster da auf jeden das ist ein guter Punkt. München Mhm. hat natürlich auch finanziell mehr Mittel oft. Oft, nicht immer, aber ich meine so, wenn dein Star oder den, wo du feierst, halt in deiner Stadt lebt, dann ist halt easy. Du fährst zum Konzert mit der Bahn. Noch so. dazu, stimmt, okay. Weißt, So habe ich es gar du nicht musst nicht in gesehen. eine andere Stadt fahren, du musst nicht Geld ausgeben für ein Hotel oder
Ja. mega für Benzin oder Reisekosten halt. Wobei wir deswegen halt auch tatsächlich in die Städte gefahren sind. Also wir hatten 7 Städte und also durch ganz Deutschland. Und das war eine Wahnsinnserfahrung. Aber eben wie gesagt, da habe ich halt extremstes Lehrgeld damals mit den Jungs gezahlt, weil wir sind ja auch eine 4-köpfige Crew. Also das ist ja so, dass es dann schon auch ein Jetzt mit großer... mir 5. Ja, du warst eigentlich schon immer Full-Member so, aber halt on stage als Rapper Genau. warst du noch nicht so präsent. So Ja, war das hast du recht. gemeint. Und Ja, jetzt da musste ich halt, ja genau, wir haben ja dann, das hat sich ja alles erst entwickelt auch, dass er halt gesagt hat, er kann liefern, Alter. Er hat beim Oktoberfest letztes Jahr war so so, eine, was ist das Oktoberfest? ja, das Du haben musst- wir wir haben das Adlige. angefangen. Ja, wir haben es 2020 angefangen, das war meine Idee. Unser Booker, also die Booking-Agentur hat gesagt, ja, wir haben jetzt nur eine Möglichkeit dieses Jahr, einen Auftritt zu machen. Das Problem ist allerdings, dass es mit überdachtem Zelt ist und die Leute müssen an Biertischen sitzen. Dann ich so, boom. Ja, klar. Das ist doch kein Problem, sondern das ist genial. Wir machen das Oktoberfest, also Ö für Oettigang. Und es gab ja keine Wiesen. Und Ja, normal, die Leute hatten einfach Bock, Bock zu saufen. zum Saufen mit Bierzeltstimmung. Das haben wir Ja. geliefert. Und das haben wir natürlich im nächsten Jahr wieder gemacht, weil es einfach eine geile Tradition ist. Und wenn natürlich die Wiesen wieder da ist, dann macht es wahrscheinlich keinen großen Sinn. Aber vielleicht lieben es Wieso? die. Ich würde es trotzdem weiter. Vielleicht machen. finden es die Füchse so geil, dass wir es trotzdem parallel machen. Ja, warum nicht? Aber Ja, das wenn war die halt- anderen Jungs noch Bock haben. ja, zum Beispiel, klar, das spielt dann auch alles eine Rolle. Auf alle Fälle. Wie viele seid ihr jetzt eigentlich bei der Oettigang? Weil du hast vorhin immer gesagt, Frank Weiß, mit dem hast du angefangen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid 4. Ja. Wer ist jetzt da noch dabei? Also es gibt Frank Weiß, es gibt Nicky Nice, das ist auch mein leiblicher Bruder. Okay, der rappt auch krass. Ja, und- also, Safe. da Krasser hab ich Rapper. Den bei Blumenkohl, Brokkoli. Brokkoli, fand ich seinen Part auf jeden Fall sogar sehr übertrieben. Ja, ja, er ist super. Props an der Stelle. Er hat eine sehr einzigartige Stimme. Das ist Wiedererkennungswert. Er hat das Feines so. Und halt Domo Santana, der ist als letzter dazugekommen, so als Rapper. Ja, aus dem Freundeskreis halt. Also wir sind 4 Rapper, aber eigentlich kann man Kingpins South Main mittlerweile auch schon als Rapper wirklich nennen. Ja, und so verbinden. Ich habe ja einen Song auch gemacht mit euch. Genau. Dr. Görg, auch immer mal wieder jetzt. Shoutouts an Dr. Görg. Mal schauen. Der muss jetzt erstmal Er noch muss ja erstmal bewähren die auch. Hängerzeit muss er erstmal noch schaffen. Ja. Sonst geht hier gar nichts hier mit Member. Wie heißt das? Bandog, oder? Oder Prospect. Prospect. Supporters-Level noch. Ja, er hat ja schon einen Track mit dir, also würde ich schon sagen Hangaround. Ja, Hangaround ist Das gut. ist so die letzte Ja, Stufe Georg ist von schon Member. gut, auch mein bester Freund. Aber da Nach muss dem man, Felix. den muss man schon noch ein bisschen abwarten. Fuchs Da muss Forever, man Forever Fuchs, ja, der muss ein paar Auspuffe putzen auf jeden schon, so Fall. schaut's aus, Alter. Ein paar Schwänze lutschen. Fuchsschwänze, Ein paar Fuchsschwänze lutschen. so schaut's aus. Ja, nee, Aber er war ja auch beim letzten Feature zum Beispiel dabei, was man vorhin kurz gesehen hat. Ja. Hat man ihn auch im Bild. Das war seine Idee, das Feature. So Ja. insgeheim schon King Asozial Manager, so. Ja, ja, kann man so manchmal sagen. rüber. Ja, es ist mein Manager, ja genau. so habe ich ihn auch ins Herz geschlossen, weil Basti und mich verbindet doch schon eine sehr, sehr tiefe und lange Freundschaft jetzt mittlerweile. Eigentlich haben wir uns alle gleichzeitig kennengelernt. Ja, das ist verrückt. Ja. Das ist eigentlich Bei das Felix Krasse. Grull meets Friends. So hieß Die es damals, das ist so Veranstaltung, krass, du hast ein Hirn wie ein Elefant, Alter, das ist geistes. Ja, ich bin da richtiges wurde ich, Brain. spontan gebucht vom Backstage. Ja. Dann hieß es, Felix Grull ist da kannte ich dich noch gar nicht. Ja, ja, Also ich kannte dich wusste- auch nicht. ich Es wusste war überhaupt einfach gar total nicht. zusammengewürfelt so. Robbie Classic, alle waren da. Robbie Classic war auch da, ja. Der macht auch coole Musik, ist halt mehr so religiöse Richtung. Shoutout Robbie Classic. Shoutout War auf jeden Classic Fall eine Rob. nice Veranstaltung. War sogar mehr los, ehrlich gesagt, wie beim PA Sports Konzert. Weil ich war 2-3 Wochen später auf dem PA Sports Konzert mit Kianusch und sogar Mosch war auch dabei. Was? Und da war weniger los als wie Digga. bei uns. Also Bitte. habe ich mich schon wohl gefühlt so. Aber es ist natürlich auch unsere Stadt gewesen. Ne? Ja, na, Also, jetzt kommt was ganz Gefährliches dazu. Und zwar, es war halt auch Oktoberfest, oder? Zu der Zeit. Es war einfach brandheiß, Alter. Das war brandheiß, aber es war korrekt, das stimmt. Das ist tatsächlich eine Wahnsinnsrunde jetzt, weil wir
uns da echt an diesem Abend alle zum ersten Mal gesehen haben und jetzt sitzen wir wieder hier. Niki Gell? hat doch mal aus seine Sonnenbrille geklaut, hast du gesagt. Ja, kann sein, Digga. Ich weiß es nicht genau. Wo hast Aber du die ich weiß Info nur, her? dass Hast du ein mir Kollege gesagt. von mir den ganzen Bierschrank ausgeräumt Schau, hat. da wurde gegenseitig geklaut. Ja, so ist es, Alter. Räuber unter sich halt, oder? Ja. So ist es. Was willst du mal machen, Alter? Es war ja auch feuchtfröhlich, würde ich mal meinen, Alter. Natürlich, der richtige Duft war auch im Raum, Alter. So kann man. Duftwunderbäume wurden dort angezündet. Und ja, du weißt ja, Die wir lassen, Chants werden angezündet, man. wir lassen nichts anbrennen wie Teefall, weil wir Tee anbrennen nach Schneefall. Ja. Ja. Müll. Auf jeden Fall krasse Story. Ja, Und jetzt im Endeffekt komme ich aber zu einem heiklen Thema. Das würde ich aufgreifen, weil ich denke, dass es auch schon jedem Nachwuchskünstler irgendwann mal passieren wird oder passieren kann. Dein Album ist weg. Welches? Das, wo du vor kurzem recorded hast, oder? Der Produzent ist verschwunden, Album weg. Digga, so meinst du, weil es Ja. war noch gar nicht draußen. Ja, okay, weil es gibt bei mir eine längere Geschichte so. Es gibt 2 Alben, die werden jetzt neu released aus meiner Anfangszeit, die halt einfach nicht mehr auf Spotify sind. Jetzt dachte ich, du meinst eins davon, von den beiden. Nee, das ist was, ein ganzes Projekt, was wir vorhatten, ist weg. Ja, safe, Digga. Das Yeah. meine ich und Cash auch das und so. ist, Cash auch, ja. und das ist immer traurig und hier an der Stelle wollte ich mal so Guter den Punkt, ja. Amateurleuten sagen, saved euch immer ab. Ja, Schaut, sicher. dass ihr Projekte auch immer komplett bekommt. Alle Spuren und Projektdateien und irgendwas. Ja, sehr Weil- guter Punkt, Mann. Weil Auf jeden jetzt Fall. sieht man es ja zum Beispiel sogar bei bekannteren Leuten wie bei dir, wo man meint, so der arbeitet mit professionellen Leuten, Ja. die vielleicht auch professionell gearbeitet haben, aber dann nicht den professionellen Ja. Charakter bis zum Ende haben oder Pech durch die bayerische Justiz oder. Ja, ich habe ja auch einen Song noch beim Aber Tolga, aber ich den sag- habe ich kannst auf du selbst WhatsApp. auch Bescheid, du weißt selbst, wie es ist, Digga. Irgendjemand Normal, ich rufst hab du so immer an. viele Songs verloren. Du kannst im Knast auch einen Anruf machen, Bro, oder so, oder halt irgendjemand Bescheid sagen, so dass wenn du einfährst, weißt du, wie ich meine? Ich weiß es nicht so. Normal, man sollte schon einfach den Weißt du, Stuff ich halt meine, es versuchen geht dann schon um- rauszuhauen, so. Oder jemanden zu übermitteln, auch wenn man in Haft hockt, normal. Oder mal wenigstens eine Meldung zu machen, was überhaupt abgeht. Absolut. Und das war sehr schade. Und mein Tipp wäre an der Stelle, also was für mich das Schlimmste dran war, das Allerschlimmste, dass gibt ja immer bei Anfängern auch Zeiten, in denen man einfach kein Geld auch hat, so. Und halt immer schauen muss, Normal, das wie Struggle kriegt man ist immer überhaupt da. ein Studio an den Start und so. Und ich bin durch so viele Odysseen gegangen im Endeffekt, in denen ich mal einen Deal gemacht habe oder so, hey, kann ich dir das auf 2-mal zahlen und so. Und wenn du dann da Schwierigkeiten bekommst, dann heißt es sofort, ja, der zahlt nicht richtig und bla bla bla. Und weißt du, ich habe irgendwann angefangen, für alle Dienste direkt sofort zu bezahlen. Weil ich das nicht mehr wollte, dass Leute, weißt du, wie ich meine, es Das ist ist so halbscharig. Ja, bei Richard oder? Wegio Genau. auch so. So, dass man dann sagt, so, ja, nee, ich möchte, da habe ich Zeit oder dem mische ich jetzt nur so halbherzig ab. ich oder möchte so. von mir aus, dass die Leute nicht, also ich weiß, wie wichtig ein Ruf ist. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich alles immer gleich bezahle. Sofort. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn einer sagt, hey, den Track machen wir, das kostet so und so viel, ich zahl's dir gleich und dann kriege ich ihn. Und es hat alles immer super funktioniert, weil ich mir denke, so, dann kommt kein Scheiß dabei raus. Weil dann ist es mal so, er sagt, naja, Bro, gib's mir beim nächsten Mal. Dann wird dir irgendwas abgebucht oder so und du kannst es nicht zahlen. Und dann heißt es ja, der Wichser schuldet mir Geld oder so. Musikszene ist komisch, Bro. Und deswegen habe ich mir angewohnt, ich will einen super Ruf haben. Aber das kann ich sogar verstehen. Also ich zahle auch alles direkt. Ja. Ich habe da auch gar keinen Bock zu warten, weil ich habe auch Produzenten im Ausland. Ja. Die sagen dann, ja, warte ab, bis fertig ist. Ich sag, nein, ich zahle Ja, safe. gleich und Du fertig. weißt, wie der Hase läuft. Du bist auch lange dabei. Und das war das Schlimmste für mich, Weil das dann sind die im Zugzwang. ja, so, sie müssen Gas geben, weißt du, wie ich mein? Richtig. Weil sonst wird es immer so, ja, ich mache das dann, wenn ich Bock und Zeit habe. Ja, und so. ich denke mir auch, das ist doch schön, wenn du das Cash direkt hast, dann arbeitet es sich auch schöner. Du musst nicht schlechte Normal, ich Gedanken mache ja haben. selber auch Videos zum Beispiel für andere Leute. Ja, Natürlich, ich mache für jeden gleich die Videos. ja.
Aber natürlich feiere ich es auch mehr, wenn der Rapper Es ist doch ein schönes Gefühl, ja, oder? ist deine Scheine, bam. So So, dann habe ich gleich noch mehr Bock drauf. Weißt du, ich meine? Genau, Das ist das- einfach so. Aber ein normaler Menschenverstand ist so, und das hat mir Spaß gemacht, das überhaupt machen zu können. Also, dass da überhaupt schon ein Cashflow da ist. Und genau dann habe ich für ein Projekt bezahlt, alles, und habe nichts bekommen. Und das ist halt da, weißt du, ich werde das trotzdem weitermachen, aber das war für mich so, warum Gott? So, weißt du, ich meine? Warum? Ja, aber da kommen wir zum Thema so deswegen, weil es können ja immer so irgendwelche Sachen passieren auf einmal. Das, wie du die gesagt hast, vielleicht man gar muss sich nicht so- absichern, ja, Digga. so, wenn du aufnimmst, nimm schon mal deine Rohspuren mit. Safe. Sag einfach, ja, wir haben jetzt aufgenommen, ich nehme mein Backup-Ding mit, mischt es ab und so, weil wenn das nicht abmischt oder Scheiße abmischt oder keine Ahnung, es Da dauert kannst du zu noch lang. selber was draus machen. Normal, dann nur im sagst du, ich schlimmsten nehme das Fall. Projekt und schick's jetzt einfach woanders hin Danke oder dir, so. Bruder. Also immer saved euch eure Projekte ab und habt auch euren Stuff nicht immer nur auf einer Festplatte. Also ich selber hab Songs verloren ohne Ende, nur weil ein PC einfach abgestürzt ist und Digga. alle Songs weg. Oder auch Räumung, weißt wegen. Ist halt auch oft halbkriminell, du weißt, wie die Szene ist. Und dann ist mal alles beschlagnahmt, oder? Ja, Hatte dann ich ist auch schon. scheiße. Ja, madig, aber weißt du, dann kann da die Person auch nichts dafür und es kommt ja auch wieder zurück und bla. Anyways, Mollos, ich wollte für deine Realness jetzt, weil du sagst sehr, sehr richtige Sachen, das habe ich die ganze Zeit schon vorgehabt. Gib mir die Sekunde, ich muss kurz aus dem Bild, ich habe was für dich mitgebracht. Bruder. Ja. Außerdem ziehe ich auch gerne meine Jacke aus, mir ist ganz schön heiß. Liegt an dem heißen Typen neben mir. Danke dir. Einmal eine Öttigang-Mütze, Alter. Alter, Mann, korrekt, Alter, Mann. Das wird jetzt gleich für meinen Arbeitsschlüssel beim Bayerischen Bratte, Alter. Und das ist so ein Öttigang. Tape, Alter. Eigentlich wollte ich das Alter, so... die hättest du mir vor der Aufnahme. Weil ich muss mal jetzt so sagen, meine schöne Klatze, ich dachte mir, Alter, ich kann nicht zum Felix gehen, ganze Woche nicht zum Friseur geschafft und so. Sag zu meiner Frau, komm, hau mir schnell Boxerschnitt rein, machst es bei unseren kleinen Jungs ja auch. Ja. Genau, heute hat sie es verkackt, Alter, deswegen... Ich find's gar nicht, ich find's nicht, Klatze, das verkackt ist, Digga. So, weil es wird danach gesagt, hier Artist Talk, rechtsradikaler Kanal. Ach, durch, Quatsch, Digga. Vorherige Moderatoren, die sich getroffen haben mit dem Chris Ares. Und Ach so, der war hier? ja, der war hier und deswegen hat es so Wild. einen Touch bekommen. Aber zum Glück ist ja der Papa Mollos jetzt da. Der endet Aber ich jetzt- sag dir eins auf der anderen Seite, ich muss eins sagen, was mir oft am Linksradikalismus auch nicht so gefällt. Weißt du, man muss auch alle, wenn man wirklich für Gang! Killer, Gang shit, Alter. Killer, Digga, steht Ja, dir. demnächst kommt der Feature raus auch von mir, von King Ja, Asozial. Mann. Big up. Ja, Ich wollte seid sagen- hyped auf jeden Fall. Geiler Song. Ich muss sagen, an sich finde ich es gar nicht so schlecht, weil man muss vielleicht auch mal die Stimme, auch egal wie extrem wer ist, auch die Stimme geben zumindest. An sich vom Gedanken her, weißt du, man muss ja dann so als unabhängige Institution kann man ja dann sagen, hey, man hat dem mal eine Plattform gegeben, dass er mal reden kann. Weißt du, ich meine, also ich sag, Ja, das auf jeden Fall. Weil Ich ich glaube, den find's Leuten ging es halt eher darum, so. mir ist auch Also, erst schräg eingefahren, aber ich habe drüber nachgedacht gerade und denke mir so, Na, ich finde das persönlich gar nicht so schlimm, dass er eingeladen war. Ich glaube auch, das haben die Leute gar nicht so abgefuckt. Ich glaube, mehr hat halt abgefuckt, so, dass es so rüberkam, als würde der eine sagen, ja, ich bin das überhaupt nicht. Und der andere war halt gar nicht kritisch und hat nur gesagt, ja, ich Logo, muss mir die das stellen, anschauen, die Digga. stellen dich halt falsch da, so ungefähr. Und hat es halt dann so angenommen, so einen auf, ja, du wirst nur falsch dargestellt, ich verstehe dich so. Und dann haben halt die Leute gesagt, hey, Er hätte ihn mehr aus Statt- der Reserve ja, locken so, müssen. Ja, statt du okay. ihn mal kritisch fragst, so doch, du bist Nazi, du rappst die und die Line und wie soll man die und die Line sonst verstehen? Okay, ich und hab's nicht das- gesehen, aber ich werde mir das beispielsweise anschauen. So. Ich werde Ich mir das denke, anschauen. dass sich die Leute halt mehr das gewünscht haben, dieses Das wäre Kontroverse. auch für mich interessant gewesen, ja, stimmt. Aber im Endeffekt, Chris Ares hat sich halt reingehockt und hat halt sein Ding damals gemacht, so ein auf, ich bin eigentlich so das Unschuldslamm, bin nur in eine rechte Ecke gedrängt worden. Und der andere hat halt Einfach nicht gefressen. widerlegt, der hat halt einfach ist auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, ja, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, Okay, dass sie dich so darstellen und so. Und ich denke einfach, es war nicht kritisch den Leuten gegenüber. Aber nichtsdestotrotz,
Artist Talk ist gegen rechts, Southmain. ist gegen jeden extremen Scheiß, Soll ich- außer er Ja. kommt vom Felix School und er lässt sich mal wieder die Lippen zunähen oder sowas. Jederzeit. Oder die Fresse von Kapi polieren. Beispielsweise. Oder eine Vorhaut wegnaschen. Ja, logisch. Auf jeden Fall, du hast jetzt auch öfters mal gerappt. Was waren jetzt so deine letzten Projekte eigentlich? Ich habe auf Soundcloud auch viel Free Tracks gemacht auf der Rap-Chat-App Das weiß ich gar nicht. Also ich dachte und eigentlich, sowas. dass der Track mit dem Felix und mit dem Görg dein erster Track war. Ich habe auf Soundcloud habe ich viele Tracks, wo ich so aus Langeweile mal gerappt habe, ohne Text schreiben, so aus dem Kopf. Wo Das wollte ich noch ganz Freestyle. kurz, Freestyle. ich wollte es noch gehockt ganz bin. kurz erzählen, Digga, vom Oktoberfest. Das ist das Letzte an der Stelle, weil du musst jetzt mal real talken, aber das darf ich den Leuten nicht vorenthalten. Es war beim letzten Oktoberfest, war es so, es war brechend voll. Wir haben 2 Tage hintereinander ausverkauft und wegen Corona durften nur 400 Leute kommen. Also 2 Tage hintereinander 400 Leute, aber wenn du mal vor einer tosender Menge Füchse stehst, weil das sind Hardcore-Fans, also die sind, Ja. die brennen. Mal Vollgas, oder? Die sind voll drin. Und die sind auch kritisch. Und ich merke, die Stimmung fängt schon an zu köcheln, weil wir noch nicht auf der Bühne sind. Und ich sag, Basti, du musst jetzt irgendwas machen, Alter. Mach einen Freestyle, damit die Leute jetzt schon richtig angeheizt werden nochmal. Und er so, Und er ist raus und hat er so- gerockt, oder? soll ich jetzt echt machen? Und ich so, ja, jetzt ehrlich. Ja, okay, mach Ja, ich. genau. Welchen Beat da? Dann sage ich, ja, dann sagt ein Richie, das war unser DJ, sagt ein Richie einfach, welchen Beat er machen soll. Er weiß, der Basti geht vor auf die Stage, Alter, du hörst es schon schreien, gell. Und er macht so einen Memphis-Beat an und macht einen 1,5-minütigen brillanten Freestyle. Und ich weiß nicht, dazu ist es eine gute Überleitung. Würdest du sagen, dass du wegen deinem Asperger oder möchtest du überhaupt was, wir haben hier am Anfang das Lied Asperger-Rap, möchtest du dazu was sagen Also oder so? ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht Asperger, angesprochen gehabt, weil so ich nicht, kann ich jetzt. Entschuldigung, so ja, so, weil ich halt nicht wusste, ob er das will, aber jetzt kann er selber darauf Ich antworten. kann jetzt nicht erklären, was Asperger-Syndrom ist oder so. Muss ja Ja, nicht. ich meine, Google gibt's das kann sich ja jeder- jeder, da musst du auch nie was gehen. Aber ich fand das eine gute Überleitung, weil ich mich immer gefragt habe, weil du nicht, so dass ich jetzt nicht drüber reden will. Ich gehe da offen damit um, dass ich Feier ich auch, Asperger-Syndrom Mann. habe. Das ist Normal. mir Aber scheißegal. was er meint, so, ob du so krass freestylen kannst, weil ich habe mit ihm Freestyle-Battle gemacht, er hat mich zersägt. Und ich frage mich, Ja, ich habe das mal, ich habe ja auch wieder Frank, wo Rapper schon drauf gerappt haben. Ich habe von den Rapper die Stimme einfach nachgerappt, dann so früher leise und dann habe ich es mal auf dem Beat, auf dem Instrumental Beat versucht. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das konnte. Das war vor dem Feature, das schiebt ja ganz anders, musste ich vorher nochmal üben und dann habe ich das geübt. Auch beim Oktoberfest, da habe ich am nächsten Tag, wo ich Sternhagelblau war zum Beispiel, aus dem Ärmel geschüttelt, Mann. ja, habe ich bei der Conny immer wieder im Auto den Song 3-mal auf meine Einmal, Line immer gespult. wieder 3-mal. 1000-mal habe ich nachgerappt. Conny, ich muss das jetzt hinkriegen, habe ich bist der gesagt. Beste, Mann. Auch wenn ich besoffen bin, habe ich dann Auch gesagt. wenn ich bis auf- Er war so hackevoll, Digga. Aber den zweiten Auftritt habe ich auch hinbekommen. Der erste war besser. Also da war ich auch bei dem Ja, aber ersten beide war ich waren so- solide, aber ich meine halt den Freestyle, Digga, weil das so krass war einfach, wie du da Er gefreestylt fühlt's halt, hast. er fühlt's Ich hab's halt. voll gefühlt, weil ich weiß, wie schwer das ist. Und ich habe mich eigentlich nur gefragt, ob du denkst, dass es vielleicht am Asperger liegt, weil es gibt ja viele krasse Rapper mit Asperger. Chief Keef zum Beispiel. Ja, Moneyboy. Ich wollte dich fragen, Nimo, viel Nimo von hat's Moneyboy doch jetzt ab- Nimo auch gepostet. safe bei dir, Beast Kitchen. Ja, er hat's Safe, auch- das er fand hat's ich auch krass, gepostet. Digga. Das fand ich sehr cool. Hat gesagt, der hat auch Asperger-Syndrom und sowas. Digga, ja, eine Frage, wenn ich einen Beat anmache, würdest du uns einen kleinen delivern? Das wäre vorher sogar meine Idee gerade gewesen, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay. Du bist ein Schau mal, was Hellseher. rauskriegen, Alter. Ich muss Du schnell. hältst den Beat bei dir ins Mic. Ja. Warte, mach mal ein Beat. Ich gebe dir einen vor, dann ist real. Okay, Dann kannst du nicht anders. mal schauen, ob ich den kann. Werbung. Snoop Dogg. Digga. Guter Fisch hat keinen Haken mehr. Panne pur. Ich habe West kein, Coast ich hab Beat. kein YouTube Premium.
Das muss ich mir, man wird fast gezwungen, Ich weil auch nicht. die Werbung ist so nervig Ich hab auch kein mittlerweile. Premium. Vor allem kommt jetzt mehrere Werbung hintereinander manchmal. Nee, Gott sei Dank nicht. Manchmal sogar kann man sie nicht wegdrücken. Das Was ist ist das schon. für ein Beat? Okay. Jetzt boah, Klassiker. Es ist King Asozial, chille in der Booth, ficke deine Mutter in ihren Arsch, trinke den Champagne, flatter zum Mic mit der Magnum, Dom Perignon, King Asozial, chille mit dem Krull und dem Mollos bei den Soundstar Studios. Mache Artist Talk, mache ein Interview, King Asozial, sippe den Eistee, rauche eine Kippe von Marlboro, King Asozial. Yeah! The Gang! The Gang. Einfach so, nicht alle Endreime sauber und so, aber so. Ja, ich bin Anfänger noch. Er ist im Flow und Bruder, ich finde einfach, er ist ein krasser es Komiker, fließt, Bruder. Alter. Ich habe mit ihm ja das Feature aufgenommen. So, und ich find Ja, so ein bisschen Komiker, Digga. wie Bushido mit Oliver Pocher damals, so, weißt du? Ja, Also, Fun, Alter. so, das ist, wir haben Musik zwar, muss man Spaß muss machen. dazu sagen, wir haben schon Aber ich nehme den Real Rap schon Street- ernst, also, wir haben einen Real irgendwann bin ich kein Street-Song Komiker gemacht. mehr, wenn ich es kann. Wir haben ein Real, Alles einfach ich wollte mal zeigen, dass er auch einen Real Street Song bringen kann. Safe, Digga. Mit krassen Punchlines. Wir haben Ja. auf jeden Fall einen krassen Track gearbeitet. Richtig krass. Und, aber ich finde es trotzdem Da krass. könnt ihr er euch schon mal hat's drauf geschafft, freuen. in den Street-Style-Text seine eigenen, durch seine Betonungen, diesen typischen King-Asozial-Flavor mit reinzuballern, safe. weißt? Ich Und weiß immer, genau, was wenn du ich den meinst. Track höre, am Anfang sagen alle, was ist das? Das ist doch kein Rapper. Dann hören sie es das zweite, das dritte Mal und dann feiert jeder, weißt du? Ja, safe. Er hat einfach Charisma, unser Charlie Sheen. Don Sebastiano Ja, Diamore. Charlie Sheen ist auch ist ein Vorbild von mir. Auch wenn er viel Alkohol getrunken hat manchmal, aber ich feiere Machst ja seinen du gar nicht, Lifestyle gell? und seinen Du trinkst ja überhaupt nicht, gell? Lifestyle mit den Weibern und sowas. Ja. Jetzt bist du ja in einem neuen Tonstudio, Felix. Ja. Mal davon abgesehen. Nimmst du jetzt die Alben wieder komplett neu auf oder wartest du, dass es sich vielleicht doch wieder ergibt? Das ist oder? mein Punkt aktuell, ja, weil das war sehr, sehr weit fortgeschritten und es waren wirklich krasse Vocals, die da schon aufgenommen wurden, also von der ganzen Crew. Randy Robot, da hat Shah auch aufgenommen. Shoutouts an Shah. Richtig Randy geiles hat Vibe. auch, also riesen Shoutout an Randy Robot, so ein musikalisches Genie, ein unfassbar geiler Typ und das kam echt wie vom Himmel geschickt, weil ich war echt schon so, warum, Digga, ist jetzt also ein ganzes Projekt weg und ich war richtig kaputt, so richtig am Boden. Es hat auch die Crew ganz schön schwer ins Straucheln Fast gebracht. zertrennt schon fast, Ja. oder? Ja, weil, weißt du, Das wollte ich auch noch wissen. Natürlich, genau. wenn so ein Herzstück weg ist ja, scheiße Dann der einfach, man, Frust die ist bei Nerven jedem liegen hoch, blank und es weißt? ist eh Corona, weißt du, ich meine, Ja. also nicht jeder steckt es auch so ja, leicht auch weg. der Frust, die Arbeit, die Alles. Zeit, das Geld, die Hoffnung, vielleicht auch damit wieder neues Geld zu regenerieren. Vielleicht nochmal auf Tour zu gehen, Tonträger zu verkaufen. Einfach Kacke, Digga. Hast du eigentlich mal vor, auch Boxen zu machen? Also ich meine, Hast du hast ja jetzt schon ein so paar Boxen? Anhänger, weil jetzt mittlerweile ist ja CDs, alles ist ja so gesehen out, mehr Streaming. Aber wenn es um so richtige Verkäufe geht, sind ja die Boxen ganz weit vorne. Ja, Digga, also ich sag mal so, aus meiner Sicht, Du hast ja Boxen gemacht schon früher. ja, aber funmäßig. Also das So Geheimnis, richtige- das Geheimnis an Boxen war, meiner Meinung nach, mittlerweile ist es auch, I don't know, so, es ist ein Major-Ding, um halt noch mehr Absatz zu generieren, Aber weil, ich glaube, viele sammeln es auch echt. ja, Also ich kenne natürlich ist es cool. Diese Boxen, die Ich- stehen wie so ein Altar bei denen Ich will zu nicht Hause. sagen, dass es nicht cool ist, aber dafür haben wir ja Merchandise, so, weißt du, wie ich meine? Dafür haben wir ja einen coolen Merch-Store. Aber viele machen ja das einfach, ein Merch-Ding mit rein plus CD. Ja, das plus hat einen Hintergrund. Es gibt eine genaue Marke an Kosten, die diese Box haben kann. Da kannst du Sachen reintun, die dürfen alle. Das hat ein ganz genaues Reglement, wie teuer der einzelne Interessant. Artikel sein muss, also sehr günstig. Und es wird dann eine Box natürlich im Umsatz, das ist ja warum das die für die Charts wichtig, oder auch? Es wird eine, sagen wir, eine Box kostet, ich kenne mich nicht so gut aus, aber sagen wir mal, eine Box kostet 30 Euro,
Das sind dann 3 CDs statt einer. Das ist, um in die Charts zu kommen. Das ist einfach Charts-Manipulation am Ende des Tages. Und so arbeite ich nicht. Deswegen wurde ja Flair zum Beispiel, wird ja nonstop gar nicht gewertet. Also bei ihm kann man es jetzt gar nicht sagen. Ja. Da war eine Lederjacke drin für keine Ahnung. Er ist zu teuer, das 160 wird nicht Euro. zugelassen. Ja, er macht es halt trotzdem, Ja, ja. was ich geil finde. Er sagt halt so, ich scheiß drauf, ich komme auch anders in die Charts. Ja. So. Aber Ich arbeite halt generell- anders, also ja. ich bin bei keinem Label, sondern Ja, du bist ich ein bin richtiger das Label. Arbeitsmensch. Ich bin das Darauf Label. wollte ich ja gerade hinaus so, wegen dem Boxen. Ja. Warum hast du kein Label? Woran liegt's? Ich denke, Angebote waren bestimmt mal da. Oder Ja, sind ja, immer noch mehrere. Ich sag's dir ganz ehrlich, weil die Freiheit mir wichtiger ist und ich glaube, ich bin schlau genug, dass ich das hinkriegen kann. Also ich habe ganz früh mal in der Juice damals ein Interview von dem Rapper Tech9 gelesen und Tech9 Double Time Rapper. Und Tech9 hat independent sein Mhm. Label aufgebaut. Und er hat gesagt, er muss dann nie irgendwelche komischen Jockel-Moves machen. Seine Musik wird nicht zensiert. Er muss nicht klingen wie der und der, sondern er hat es mit seiner Fanbase selbst aufgebaut und ist dadurch auch Millionär geworden. Also mehrfacher. Obwohl er nie in den Radios gelaufen ist. Und das ist in der Zeit, wo CDs waren. Und ich weiß halt ganz genau, ich bin sehr, sehr extrem, wenn es um meine Kunst geht. Ich möchte diese Stunts zum Beispiel machen. Ich möchte auch sagen können, was ich will. Und ich möchte auch jeden Style, ich habe so viele Styles gerappt. Normal, du eckst halt auch mit deinem Style hier und da an, aber ist auch gewollt. Ja, Das ist ja das, was ich damals gesagt habe. Hier und da kann man sich denken, boah, der Bastard oder so, weil man es einfach zu krass ja, findet. ja. Aber es bin halt ich. Aber Es ist, generell ich möchte zieht so, es ja auch an. Und natürlich wird die Anziehung weg, wenn ein Manager sagt so, du darfst deine Challenges nicht mehr machen. Also ich kann dir Beispielsweise. das im Endeffekt ganz präzise erklären, dadurch, dass ich auch 2 sehr, 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 sehr große Ghostwriter kenne. Es ist eigentlich wie bei Popbands inzwischen bei Rappern. Zum Beispiel, ja, aber das ist unter vorgehalten. Wir brauchen nicht tiefer drauf eingehen, lassen wir so stehen. Es ist eigentlich wie bei Boybands. Du haust es immer schön raus aus dem Kasten. Mäßige dich mal wieder jetzt. Jetzt pass mal auf, sonst müssen wir die Büchse der Pandora heute noch öffnen. Ja, sonst wird es dann giftig. Jetzt muss ich an die Gurgel gehen. Du Sägel, du. Du brauchst nicht lachen, wir haben uns schon öfters mal gefotzt. Nee. Ja, okay. Habt ihr euch schon gegrabbelt? Ja, voll. Ja, voll. Richtig. Ja, so, jetzt sind wir hängen geblieben bei Songwriter. Inszeniert. Ja. Also es ist eigentlich wie bei Boybands so. Es wird mehr nach dem gecastet halt, Was gerade gesucht wird. was gesucht wird, genau. Die schauen nach Amerika, was ist jetzt, was schwappt drüber. Zum Beispiel bestes Aber Beispiel deswegen, Pop Smoke. Jeder macht auf einmal Drill so und ich habe halt Pop Smoke gehört, bevor war der das- Drill-Hype war. bevor der Drill-Hype war und auch bevor er wirklich Hype war und ich habe allen so gesagt, Digga, das ist zu krank, weil Shit. es kommt ja aus England eigentlich, Drill so. Und ich dachte mir so, dieser Typ mit dieser 50-Stimme macht jetzt Drill. Und alles so auf dem Trap-Film noch gewesen. Also, Krass. na, Bro, ich weiß nicht. Ich schwöre bei meinem Leben, dass es so war. Ein Jahr später jeder Drill gemacht. Und das ist halt Normal ist es auch geil. Luciano ist ein ganz das, großes der Vorbild. Einzige, der das Damit halbwegs richtig cool Erfolg- macht. Und der damit auch richtig Der ist Erfolg auch cool delivered, aber auch viele Sachen dann nicht so. Weißt du, jeder hat dann den Wu-Dance gemacht und so und ich fand das körnig einfach. Also, aber ich will es auch hat. nicht Was haten. heißt Körnig? Körnig ist auch ein Begriff aus dem Oettigang Wortschatz und im Englischen sagt man corny. Also corny heißt so unauthentisch. Also Okay. äh, Echt praktisch. ja genau oder so schmalzig, schmierig. Das heißt Ranzig. corny heißt es und das ist eigentlich voll falsch übersetzt, aber das war halt der Witz daran, weil Corn heißt halt Mais, also es heißt im Englischen sozusagen maisig. Hätte ich ja maisig sagen müssen, aber körnig finde ich halt Cool. sehr lustig. Ich finde körnig einfach einen guten Begriff. Auf jeden Fall, ja, weißt du, ich sehe mich schon wirklich als echten Künstler auf ganzer Linie. Aber die sind, Und ich möchte mich nicht verbiegen lassen. Und ich hatte eben Angebote. Dann habe ich das so ein Demo-Tape abgegeben. Also Labels sind auf mich zugegangen. Ich habe ein Album gemacht, habe mir da die krankeste Mühe gegeben. Und dann hieß es, ja, nee, das und das. zu asozial. Nee, gar nicht. Das waren sogar schon von mir aus selbst dann sogar ein bisschen Major-mäßiger geschrieben so. Aber
ich will jetzt nicht sagen, beispielsweise so, ist ums Eck, aber für mich ist da der Groschen gefallen. Digga, never, so für dann 30.000 oder so, weißt du, wenn du überlegst, das ist halt ein Jahresgehalt oder so und du musst dann aber auch recoupen, also du musst das Geld wieder reinholen, du musst die Videos, Studio selber davon bezahlen, so, das ist einfach eine scheiß Rechnung. Und du hast keine Garantie, ob es überhaupt funktioniert. Vor allem, wenn du dich verstellst, hast du keine Garantie, dass es funktioniert, ob die Leute dich überhaupt annehmen. Und ich kenne Stories, Digga, die kaufen 50 oder 100 Rapper, sagen sie jetzt, Drill ist geil. Ich weiß, wie das läuft, das Game. Drill ist geil, wir brauchen 100 Drill-Rapper, dann signen die alle weg, einer geht durch die Decke, dann haben sie das Geld schon drin, aber der Rest bleibt liegen, Digga, und zwar bitterst liegen. Auch oft mit so Verträgen, dass die dann eine Zeit lang nicht mehr woanders Musik machen. For real. Habe ich auch schon gehört. Ja. For real, mate? Für mich war... Dass du praktisch Mike. gesperrt bist. Und auf Digga, dem schau mal, Musikmarkt, so. sagen wir mal angenommen, du kriegst bei einem Label dann 20%, ja. Ich sag dir eins, ich krieg 100%. Und ich sag dir, for real, mit eigenem Merchandise und allem, würde ich sagen, mittlerweile, also ich meine, es wird ja gesplittet in der Gang, ist schon klar, und viele Kosten sind natürlich auch da, um neue, geilere Projekte zu machen, um Merch zu machen und so weiter. Normal. Sind auch Kosten, aber es ist halt ein Geschäft. Und das war das Schwere, eigentlich dran zu lernen, wie ein Geschäft funktioniert, aber auf lange Sicht gesehen, Digga, so weiß ich genau, das ist der bessere Deal. Ja, normal, ich habe auch letztes Jahr ein Angebot abgelehnt, beispielsweise für meine Jungs. Weil es dann hieß so, ja, dann kannst du dein eigenes Ding erstmal nicht mehr machen, bla bla bla. Habe ich gesagt, keine Chance. Ja, Keine Chance einfach. es ist tricky und dann, selbst wenn du vom Label, wie viele Künstler sind von einem Label gedroppt worden oder so und haben dann ihre Rechte nicht behalten, so dann siehst du, weißt du, es ist dirty. Du musst halt dann auch eigentlich Ahnung haben mit Vertragsrecht. Digga, du brauchst die richtigen Hydra-Anwälte und so und das hat Hydra. keiner. Das hat Ja, da keiner. brauchst halt Geld So ohne machen die ja Ende. das Geld, verstehst du? Das ist eine Maschine. Das ist wie ein Kaufhaus, das sagt, dieses Jahr ist Ed Hardy in, lass Ed Hardy ins Programm nehmen, nächstes Jahr ist Ed Hardy out, Ed Hardy raus. Ja, normal, auf jeden Fall. Verstehst du, Digga? Und ich habe die Flexibilität. Immer Du kriegst dann da ja auch keinen Support. Also wenn irgendwas dann mal gefloppt ist, dann bist du schon auf der grauen Liste so ungefähr oder schwarzen Liste so ungefähr. Also ich will es auch nicht alles schwarz an die Wand malen oder den Teufel an die Wand malen, weil es gibt auch sicher ganz viele Leute. Ja klar, viele nutzen halt auch erstmal einen kurzen Major-Vertrag, wo die wissen, ich werde totgeknebelt, krieg nur, keine Ahnung. Aber ich bin dann 50%. berühmt, weil das übernehmen die schon. Normal, weil Das muss ich selber machen, ja. durch Challenges und so, weißt du, ich so, meine? dann sagen die, dafür kriege ich danach einen besseren Vertrag, wenn Ja. es Verlängerung gibt. Oder ich mache danach was Eigenes, habe schon Geld verdient und mache danach meine 100% selber voll. Sieht man ja jetzt immer mehr eigentlich, wie viele Newcomer in Labels waren und auf einmal haben sie selber Labels. Ja. So. Ja, das sind meistens auch zwar Sublabels, By-Labels. Das ist natürlich auch smart dann. Die Infrastrukturen von Labels sind krass, aber du musst halt funktionieren und du musst nach der Pfeife tanzen. Und ich bin leider ein wilder Typ so. Ich weiß halt einfach, ich glaube nicht, dass das mein Ding wäre. Du hast jetzt gerade König noch erklärt. König! Aber woher kommt dieses Pimmelrauchen hier? Digga, das So, ist... was ich damals selber so gehatet Das habe. habe ich So- erfunden, das Pimmelrauchen. Was Ich habe erzählst du beim Dragon im Keller so eine Penisbong war da doch und da habe ich dann Tabak durchgezogen. Das denkst du jetzt, dass es vielleicht so war, aber ich kann es wirklich erklären. Und zwar, du hast die Penisbong geraucht, das stimmt. Aber das ist kein Pimmelrauchen. Ein Pimmelrauchen, und das ist, spielt viel bei mir mit, weil ich die amerikanische Oh, Rap-Kultur... ich muss mal kurz, Ja, auch wenn ich die safe. Ötti-Gang Mütze liebe. Ich hab dir gesagt, du musst dir auch nicht jetzt rappen. aber ich finde die Farbe auch geil. Holland Orange. Killer. Sie passt dir Gott sei Dank auch. Das ist bei Mützen immer schwierig. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich bin übertriebener Rap-Fan und vor allem amerikanischer Rap-Fan, so, von amerikanischem Rap. Und mittlerweile auch sehr viel Englisch. Sparten nicht mehr, aber die Rapper in Amerika sagen so unfassbar lustige Sachen. Und die Wahrheit über das Pimmelrauchen ist das Young Thug. Young Thug ist auch ein total verrückter Künstler in Amerika. Der hat zwar keine Challenges gemacht, aber er hat zum Beispiel ein Cover gemacht. Er ist aus Atlanta und er ist Blood, er ist richtiger Gangster. So, also richtig Gangster. Aber er hat ein Kleid angezogen auf seinem Cover und hat immer so Jokes gemacht. Immer so Jokes. Und es hat,
In Amerika ist das alles noch viel härter. Polarisiert halt. Polarisiert. Und er hat gesagt, we smoking penises, we smoking dicks. Weil der Blunt so fett ist wie ein Schwanz. So. Okay. Und ich fand das so lustig, dass ich gesagt habe, ich rauche einen Penis. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe echt gesehen, dass das halt, wie gesagt, in Berlin diese Subkultur, sage ich jetzt schon mal, gibt. Digga, ich habe viel definiert. Ich vergesse auch immer wieder den Namen. Weil einer Trendsetter warst du, Felix. Ja, schon viel. Malz. Severin. Der Severin, Props an Severin Neuhausen. Ja, Der ist Severin, ja, safe. So ist super extra Typ. gegangen nach Berlin jetzt auch. Der ist ja auch da mit diesem KDM Shea und Der so. Bär, der Imker. Ja, und die Shoutouts reden an ja alle Notorious, so, ne? Pimmel rauchen, dies, das, schiebt anders, bla bla bla. So dachte ich mir. Ja, schon bei krass. Sevi ist es auch so, dass er den Film halt komplett auch fährt. Wir haben tatsächlich diesen Track sogar bei ihm aufgenommen. Habt ihr auch einen Track zusammen, wusste ich gar nicht. Ja, Tranki Mazin. Das ist genau sogar der Track, oder? Ja, es ist genau der Track, in dem die Line vorkommt. Ja, ich habe viel mit Sevi gemacht. Gesundheit. Er hat uns damals recorded für das Jung Bisexuell Geisteskrank 2, das Tape. Und er war auch sehr früh in München dabei, der das Oettigang-Ding so gefeiert hat. Weil ich denke, dass er auch einen sehr, sehr gleichen Humor eben sehr lustiger Dude, auch sehr verlebt. Immer mal wieder auf Entzug. Aber Sevi ist ja komplett geil, auch das geiler beste Typ. Beispiel, weil er zum Beispiel sagt auch, er ist der Imker, weil er hat auch so das komplett entfremdet mit Beans, also eine Bean-Poppen ist in Amerika eine Bohne, also eine Bean, es sind Pillen halt, also Xannies oder eine Ecstasy, Mali, genau, also Papa Bean, und er hat gesagt, Bienen, wie die Bienen, was eigentlich komplett hirnverbrannt ist, aber so lustig, und er hat immer, Sevi-Voice, ich bin in die Bienen verliebt. Oder ich weiß nicht genau, was er so... Aber das war genau der Ton so auch von seinem Ich bin Hooks ein immer Patrick Philipp. Ja, weil das ist bester Mann, wirklich. Und er ist halt so tief auch in diesem Er US-Rap. ist halt aus meinem Bezirk heute, Neuhausen. Ist Shoutout halt schon Neuhausen. gemacht, Alter. Shoutout MPL. Shoutout Bad Aibling. Yeah, man. Shoutout B-Town, Ja. my hometown. Nee, und hat sehr gut funktioniert so. Ich hoffe auch, ihm geht's gut. Aber krass, da sieht man ja dann die Verbindung. so. Ja, safe. Weil ich wusste das gar nicht und dann sehe ich so weil der macht ja auch relativ viele Stories, Ja. der Shay auch. Ich verfolge eigentlich voll viele so Künstler, wo ich denke, die könnten vielleicht durch die Decke gehen bald. Ja. Und ich habe halt gesehen, da ist echt so eine Kultur schon rangewachsen. Auf alle Fälle. Auf So. jeden Fall. Severin, Shay, gerne mal, wenn ihr in München seid, kommt's vorbei. Quatsch mal eine Runde. Ja, und ich wollte so, er hat sich dann Imker genannt, weil er so viele Bienen poppt. Und das ist so auf so vielen Ebenen falsch, aber dann doch so unfassbar lustig. Und das sind Wortneuschöpfungen und das ist halt eine Lingo, wie man sagt, so im Rap. Und da in dieser Lingo ist auch ein Penisrauchen halt einfach ein Witz, so. Der tiefer geht, als man denkt, so. Ja, normal, deswegen wollte ich es ja selber Ja. wissen, so. Auf jeden Fall sehr nice. Du hast halt auch schon einen mächtigen Dick gesmoked. Mehrere. Du hast dich sein. bukakiert. Der Mollus ist dort. Ja, du weißt, Patient forever. So, ich danke Gott. Shoutout für den Scambrax, Patientenausweis. Shoutout Dr. Scambrax, Scampi. Und, aber jetzt, das Album ist weg. Du nimmst aber aktuell jetzt schon neuen Stuff auf. Ja. Hab dich ja zufällig bei meinem Imbiss um die Ecke getroffen, beim Flyern. Shoutout bei der uns bayerische Flyer- Bratte. Weil bei uns flyert der Chef noch selbst. Ja, richtig geil. Ich fand das mega stark, Digga. So, einfach realer Scheiß, genau wie beim Hip-Hop. Mein Imbiss ist so mein zweites Baby. So. Ich feier's Jeder, der brutal. sehen will, kann gerne mal vorbeikommen. Landsberger Straße 390. Vom Shoutout. Edeka. Ja. Besten Aber- Kroketten hat der Mollus aus Holland. Welches Yeah. Studio nimmst du auf? Willst du Props geben ans Studio? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es ein Kollektiv dort. Ich nehme aktuell mit Randy Robot eben auf. Das ist ein begnadeter Musiker. Also ich finde das halt, das ist an der Zusammenarbeit spannend, weil ich hatte das schon mal vor langer Zeit, aber es ist sehr schwer zu finden. Also im Hip-Hop-Bereich Leute, die wirklich Hip-Hop bis in die Wurzeln verstehen.
aber auch alle anderen Musikrichtungen, also einfach all over Musikliebhaber. Einfach professionell arbeitet Musikliebhaber. und kein Hip-Hop-Head ist, der sich dann Festgefahren in ist. seinen eigenen Scheiß. Richtig, genau. Und halt auch, er kann jedes Instrument so ziemlich so wie ich. Er hat zum Beispiel, er hat eine Talkbox im Studio. Das ist das mit einem Schlauch. Das ist so 80er Jahre. Randalier hier mal nicht so. Was soll denn das? Was soll denn das? Jetzt? Ich bin gleich wieder an. Jetzt habe ich gezuckt. Wie sie immer zucken. Ja, Wie sie immer zucken? Der Görg und der King zucken ja auch vor meinem kleinen Bazi die ganze Zeit. Nee, ich nicht. Komm, Ich- jetzt Was ist ganz lieber? der Felix hat's gesehen, ihr habt's beide gezuckt. Der Görg hat mehr gezuckt als du. Aber du hast auch Never. Na gut, wir wollen dich jetzt mal hier nicht roasten. Vielleicht ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Er hat einfach, er ist wie so ein Zauberer, Digga. So, er versteht jede Musikrichtung, er kann jede Musikrichtung und ich bin jemand, der sehr gerne ausprobiert, Digga. So, ich mag mich auch immer neu Also erfinden. ich muss dazu auch sagen, ich habe dich ja das erste Mal an den Treffen, wo ihr euch auch getroffen habt, auf unserem gemeinsamen Konzert gehört. Ich war auch krass beeindruckt. Erst dachte ich, Danke, Mann. was sind das für Freaks. Money Boys? So. Ja, Dann seid ihr aber auch Finde ich eigentlich eine Ehre. ja, normal, wenn man aus der Szene ist, auf Minusstriche. jeden Fall. Aber so vom Style her meine ich einfach. Ja, ich weil weiß du, schon, was du meinst. Weil du warst mit deinen Oettinger Schlappen, weiß ich noch. ja, mit ich, Bademantel und so, das war schon ganz krasses Outfit so. Und dann hast du aber, weiß ich noch, auf einmal die Hooks gesungen. ja. Und auf einmal habe ich diese musikalische Ader live gehört. Ja. So. Und habe gemerkt, wie ich selber mitgewippt habe. So, weißt du? korrekt. Ist einfach echt Ja, krasser Mann. Scheiß, Digga. Und ich Lachkicker. muss sagen, musikalisch auch ganz stark. So, da können sich viele, finde ich, eine Scheibe abschneiden. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. So, man kann über Texte streiten, wie man will, Natürlich. aber musikalisch kann man, Was geht mit glaube dir ich, dir da gar nichts, kann man dir, glaube ich, Das da ist gar gar nichts nachsagen. So. Nee, und das meine ich damit halt auch. Also ich möchte gerne neue, ich finde halt auch, das meine ich halt auch so mit dieser Kultur einfach dann, wenn in Amerika ein Hype ist oder in Frankreich ein Hype ist, so wie es mit Afro-Trap war und alle reiten dann so diese Welle mit. Ich finde, das Geilste, was dir passieren kann, ist, wenn du einen Style erfindest. Und das ist Das das, ist oder so das Krasse. das ist das, was ich meine ganze Karriere durch schon immer wieder versuche. Und dafür muss man sich allerdings echt auch oft neu erfinden. Vor allem, es ist halt dann, ich mache halt jetzt so. Man muss halt auch Sachen machen, die kontrovers sind, wie ich vorhin gesagt habe, wo die einen vielleicht, sagen wir mal, die Coolen denken, was ist das für ein Spaß? ja, safe. Aber dafür ist die andere Seite der Menge, die voll ausflippen und sagen, mit wir dir? feiern den Joker. So, ja, weißt du, ich meine? Ja, safe. Safe. Und das ist ja das Schöne daran an Musik eigentlich, dass Musik keine Grenzen kennt. Ich vergleiche das gerne mit Fußball, so oder das war Ich find's hierzulande. cool bei Hip-Hop eigentlich, weil Genau. du halt alles so mischen kannst. Safe. Und das war halt hierzulande lange nicht so. Und da muss man zum Beispiel auch dem Boy wirklich sagen, da hat er viel verändert. So. Weil in Amerika war das schon lange so, dass es gibt so Horror-Clown-Rapper sogar in Amerika. Es gibt Ja, ist ja auch Leute von taktlos, aus ey. Memphis. taktlos, Rest in kann man als also Horrorcore, so dieses Genre, aber die sind so richtig als Clowns verkleidet gewesen. Ja, 36 Mafia auch. Ja, Insane Clown Posse meine ich und so, aber ich will jetzt auch nicht zu weit ausschweifen. Im Endeffekt will ich bloß sagen, das ist so. Halt immer Extremeres auch gefahren. Ja, und das macht mir halt Spaß einfach. Und jetzt mache ich Bassline-Rap, das habe ich entdeckt halt in England. Das ist halt auf Elektro-Beats, auf Techno-Beats eigentlich auch Geil, so zu geil. rappen. Und das gefällt mir und das kannst du nicht mit jedem Produzenten machen, schon gar nicht. In München ist schon beschränkt, du weißt es selber, die Szene in So oder Berlin so, ist viel ja. größer, hier gibt es nicht so viel. Und dann brauchst du dann halt da wirklich auch Top-Leute, die auch Techno dann Die verstehen. deine Vision verstehen, allgemein. Genau. Und da habe ich ein Riesenglück mit Randy Robot, also Shoutout an Randy Robot, wirklich echt ein Geschenk vom Himmel, der Typ. Und das wird sehr krass, was da jetzt kommt auf jeden Fall. Ja, Deine Face-Tats, so, sind auch mehr geworden mit der Nass- Zeit. Tattoos. Auf jeden Fall. Ist das auch ein bisschen so amerikanisch abgekupfert, weil
Ich verfolge jetzt den amerikanischen Markt, vor allem was die Newcomer da angeht, nicht so hart. Ja, also Weil ich Face-Tats. einfach zu schlecht Englisch verstehe. gar Aber ich Haben sehe, viele dass- Rapper. ich sehe halt, ja klar, den Vibe kann man schon immer fühlen, normal. Muss man die Sprache nicht unbedingt verstehen. Ja. Aber Aber ich ich mein, weiß, was du diese meinst halt, du diese musst richtig- Face-Tats und so Ja. sind ja jetzt da jetzt voll in. Also gefühlt hat der jetzt jeder auch so ganz komische Styles, die Ketten ganz eng wie so Hundeketten. Safe, das Bla, hat bla, bla. DMX eigentlich gerockt als erster früher, weil der Darkman X, er hatte ja, das ist die krasse Geschichte, so wenn wir hier beim Thema Hunde auch nochmal reinlenken kurz. Er hat Leute überfallen, DMX, rest in peace DMX an der Stelle. Er hat Rest in Leute peace, mate. überfallen, nicht mit einer Knarre, sondern mit seinem Pity, Alter. Und er war immer auf diesem Dog-Grind. Ja, the dog is out. Und hat halt diese engen Ketten genauso getragen und ist halt jetzt wieder innen geworden. Weil alles wandelt sich Aber immer. DMX hat auch schon richtige brachiale Ketten. Also. Digga, ja. Ich habe ihn eigentlich persönlich nie mit so einer engen Kette gesehen. Schau mal, Rough Bestimmt Riders Anthem. eigene- Gibt's bestimmt. Stop! Videos Oder so. Ja. Drop! Shut him down, open up shop! Oh, no! Oh. That's a Rough Riders Roll! Oder Party Up, der Song. Er hat auf jeden Rest Fall. in Peace, DMX Rest auf in jeden Peace, Fall. DMX-Legende, God, leider make verstorben. me Mann, do Alter. it. Beerdigung Aber war er hat riesig. auf jeden Fall einige Kinder hinterlassen. Safe. Vielleicht wird dir selten das aus den Kindern von Rappern. Weiß man dann schon so, wann mal wieder was von dir erscheinen wird? So? Ja, wir releasen also wir haben jetzt das erste, was wir zusammen rausgebracht haben, war Psynachten, das war ein Weihnachtssong und das war ein Joke so, das war also ich habe das so Push. ich habe das ich habe so einen Adventskalender gemacht und da war das halt die letzte Challenge, dass ich einen Weihnachtssong mache. Digga, und es war eigentlich komplett wild, weil er ist halt erst nach Weihnachten rausgekommen. Ja, da musste ich noch Ja, ein paar wie es halt- Videos, da musste Wie es ich halt so oft ist, gell? Ja, aber da mach musste halt ich auch dir mal schnell einen Videomaterial schicken, weißt du Der noch? King ist auch drin und da sieht man schon ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Also es ist halt ein ganz anderes Level jetzt, weil er wirklich halt krass musikalisch ist und halt auch schon sehr lange. Er hat die Atzen produziert zum Beispiel. Das Also ist krass. er hat schon auf jeden Fall goldene Weil ich auch habe ihn und ja so. mit dir getroffen. Ja. Klar. Und ist ja eigentlich ganz bodenständiger, solider Total. Typ. Also er lässt jetzt nichts irgendwie raus. Null, Digga. Oder so. Bescheiden. Ganz cooler Dude eigentlich, Ja. ganz ruhiger Mensch. Ja, total, Mann, der Feinste. Und, Und- sehr nice, sehr nice. Ja, ich kann mich, also wir Komm sagen, mal bei mir essen, du Schwanz. ja, wir kommen. Bei der nächsten Session. Ich hab's Himmelrauch. mit ihm auch ausgemacht, Digga. Auf so. jeden Fall. Safe. Safe. Das ist halt witzig, weil das Studio Ich geh mit wirklich- dir. Das Studio ist wirklich Um die Luftlinie Ecke, wie gesagt, beim Flyer. 200 Meter oder Der so. Molos stapft durch die Wildnis so gesehen, was da mit seinen Flyern in der Hand und auf einmal steht der Felix. Ja, ich vor habe ihm. auch viel Vertrieb gemacht, auch von Tür zu Tür und so. Und deswegen habe ich das sofort. Das hat mich, war ich auch, ja. Hat mich krass abgeholt. Ich habe es einfach richtig real gefunden. Ich fand's cool, weil ich wollte dich ja dann auch schon öfters mal hier haben. Ja. Vor allem nach dieser Geschichte der Ausbotung Honey. der zwei Parteien sozusagen. Ja. Da hat es dann verständlicherweise nicht so ganz hart Bock drauf am Anfang. Ja, Dann, wegen dem. Aber ich habe, weißt du, das Ding ist so, ich konzentriere mich wirklich krass auf die Arbeit und mache halt die ganze Zeit. Und ich habe nur am Rande mitbekommen, von dir übrigens, dass ich da in dieser Session, dass da was über mich gefallen ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ich war da gerade auch sehr produktiv. Ich habe aber keinen dazu angeheuert dafür. Nein, aber du hast mir das halt gesagt. Ja, Und dann habe ich es auch völlig in den falschen Hals bekommen, weil ich gar nicht gewusst habe, was ist da gefallen. Und ich habe einfach nur verstanden, ja, der Mollos hat da, oder im Interview von Mollos ist da was über dich gefallen. Ich habe das auch nicht groß kommentiert, gar nicht, weißt du, wie ich meine? Weil ich mir Nein, es dachte, war eine Reaction. So. ja, Also es war jetzt kein Artist-Talk oder sowas. Es sollte ein King asozial Spezial werden. Aber am Ende war es halt im Endeffekt so, dass ich da eingeladen war, um Der hat mich danach auch nochmal den gedisst. King in die Pfanne zu hauen und ich. Und ah, hat aber im Endeffekt nicht ganz so geklappt. Klar, diese kleinen Knackpunkte gibt es, wie ich dir gesagt habe. Dieses Pimmelrauchen fand ich sehr weltfremd. Bro, so. es ist vollkommen cool. Ich hab's normal, auch nicht, aber ich bin halt auch so ein Typ, ich sag's dir auch ins Gesicht, ey, Nee, was ich ist weiß. ein Pimmelrauchen? Weil
Digga, irgendwie ist es schon spooky so. Naja, als Aber wir uns wenn wieder man's dann- begegnet haben, da aber haben schau wir ja mal, nicht drüber gesprochen genau, und ich hab dich auch, das wir haben überhaupt einfach nicht. geredet, weißt du, ich Normal. mein, so, Ja, ich ich hab mir habe dann mich ja immer gedacht, gefreut, sehr sogar dich zu sehen, ja, ich weil mich wir auch. haben uns ja seit dem Auftritt eigentlich nicht mehr gesehen Richtig. gehabt. Aber ich habe dich auf jeden Fall die ganze Zeit verfolgt, sonst hätte ich dich heute nicht so löchern können. Ja, ich habe mir halt dann gedacht, so, boah, also ich hab's ehrlich gesagt, ich habe einfach nur gedacht, boah, das ist körnig, aber auch nicht mehr drüber nachgedacht, so. Und Okay, aber man muss auch sagen, es gehört ein bisschen zu Hip-Hop dazu, deswegen ja, finde ich natürlich. es auch gar nicht so schlimm. Vor allem Ja, ist es Rap is Competition. ich lasse halt sowas nicht mehr an mich ran. Also es Normal, tangiert mich nicht normal. mehr, weil alle Leute zerreißen sich über mich das Maul. So, Ja, wenn über ich mir mich das auch. Das einfahren finde würde. ich noch stärker eigentlich, Auch. weil heute hat man ja mal den nüchternen Felix so gesehen. Ja. Jetzt nicht den Felix, der gerade seine Show macht und sich den Mund zutackern lässt Ja, oder den ja. Arsch oder irgendwelche Würstchen in Mann. Senfglas dippt oder Butter isst Da oder gab es einiges. so, keine Ahnung, sehr Ja, ja. viel auf jeden Fall, sondern dass man auch einfach mal hört, so, ich habe eine Kunstfigur erschaffen Digga, wie und der ich schnarcht. erkläre ja, das bist schon du selber auch, aber natürlich ist es auch die Kunstfigur. Irgendwo versteckt in der Psyche wird es auch nochmal einen ganz anderen Felix wahrscheinlich geben, Ja. wie es auch bei Natürlich, jedem Künstler ist. natürlich. Aber So. ich bin schon ein Freak so. Also auch nochmal zu. Das ist sehr gut, dass du es ansprichst wegen den Gesichtstattoos. Auf alle Fälle feiere ich das bei den Amis. Aber der wirkliche Kern ist für mich, ich habe irgendwann gemerkt, Digga, ich will das unbedingt machen und nichts anderes mehr. Und wenn ich mir halt die Visage zuhack, dann ist gelaufen, dann muss ich es durchziehen. Weißt du, wie ich meine? Normal, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist auch so ein bisschen der ich bin ja Background. auch komplett zugehackt. Ich Ich bin Outlaw. Ich bin voll Outlaw und ich passe nicht wirklich in die Gesellschaft. Und das ist einfach jetzt. Das ist mein Gewand, wie ich dann doch wieder in der Gesellschaft stattfinden kann, nämlich als Künstler. Weißt du, wie ich meine? Also, Deswegen meine ich meine viele Hater, die, wie gesagt, so Moneyboy-Sprüche bringen oder sowas. Ich denke, dass viele, die das sehen, sich am Anfang vielleicht auch denken so, jetzt schauen wir uns den Scheiß an und so. ja. Aber im Endeffekt finde ich, dass man schon sehr viele produktive Sachen heute gehört hat und mal gehört hat, auch wie es wirklich ist hinter den Kulissen und dass auch alles eine scheiß viel Arbeit ist. Das auf und, alle Fälle. Ein gescheiter Brainfuck auch ist, wenn man neue Sachen kreieren will und aber gleichzeitig sich selber auch treu bleiben will. So und ich finde auf jeden Fall sehr positiv, dass du hier bist heute. Ja, Ich es wollte freut dich mich noch auch eine total. Sache fragen, was auch ein bisschen zu deiner Kunstfigur gehört. Ich habe gesehen, du sammelst sehr, sehr alte Jogginganzüge. Digga, ich sammle allgemein So viel. Retro-Jogginganzüge. Ja. Ich habe mir da gedacht, krass, woher kriegt er die Scheiße überhaupt? Ja, also ich liebe Thrift-Shops, also Second-Hand-Läden und so, aber natürlich schon auch ausgewählte. Und das ist halt auf jeden Fall super geil. So, ich finde zum Beispiel, das ist auch mir sehr wichtig. Ich möchte eigentlich nicht mit dem Strom schwimmen. Mein ganzes Leben lang bin ich nicht mit dem Strom Ich sag geschwommen. manchmal so Manta-Manta-mäßig, so, Mhm. weißt du, ich meine so richtig Safe. Retro-Style so. Ja, das gefällt mir halt einfach. Weißt du, oder ich. Aber ist schon krass, weil das ist ja auch, da muss man sich ja Mühe geben ohne Ende, das findet man nicht überall. Nee, Weißt das du, wie ich ist mein? viel Arbeit, Digga, auf jeden Fall. Also ich trage gerne crazy Outfits, so einfach auch. Auch so gut erhalten dann und so, weißt du, ich meine, es ist ja jetzt auch kein Schrott. Man Ja, sieht ja. so, Na, man muss es der dann ist schon wie neu, suchen, Alter. weißt du, ich meine. Man muss in so einem, wenn du zum Beispiel für München gesehen, ein relativ cooles Pick and Wait, das ist in der Schellingstraße, ein Secondhand. Und die haben halt ganz viel auch aus Amerika und so. Und ich habe halt schon immer also in der Kindheit halt so Sachen angeguckt wie. Du hast schon alles. Du hast doch sowieso schon alles, genau. Aber so Retro-Shit hast du nicht so viel, das stimmt. Die Lederjacke ist Retro von meinem Dad. Ja, deswegen habe ich sie auch geflext. Aber das Mike muss schon zum Mund halten. Hinterm Ja. Kopf. Gas bitte. Sein Die Lederjacke ist Hinterkopf Retro von meinem Dad. Nochmal, wenn man es nicht gehört hat. Ja, also du musst dann da schon echt krass lang suchen, aber die haben halt so College-Shirts und so. Ich habe früher, keine Ahnung, was gab's alles für Sendungen halt. Man kennt schon wie diese amerikanischen Sitcoms und so Zeug halt. So Prince of Bel-Air. Prince of Belvedere wollte ich schon sagen. Prince of Bel-Air und so Zeug. Es ist einfach cool, Alter. Die Amis haben eine geile Popkultur oder alte Basketball-Jerseys und so. Das Das Twin of Man Bowling Shirt von Charlie Sheen.
Richtig geil, Bowling-Shirts Das und ist richtig nice. auf also jeden so Zeug, ich weiß nicht, ich stehe auch einfach auf sowas. Ich finde, die Styles waren früher cooler, wenn du mich fragst. So und ja. Fall. Ja, Authentisch halt. Genau. Und auch die Qualität besser. Also wenn ich dann denke, wie wir als erste Hip-Hopper rumgelaufen sind, Baggies in den Kniekehlen und so. Pelle richtig, Pelle, Richtig lange Shirts. South Pole. So alles immer large. Immer large. Kommt Also- bestimmt auch wieder, Bro. Ist ja schon so, wenn du mal bei den Frauen schaust, diese Einteiler jetzt, Ja, ja. diese Oversize-Einteiler, Oder sind ja im Endeffekt Latzhosen. nichts anderes wie Safe. früher T-Shirts in large einfach. Safe. Die Frauen halt jetzt tragen als Einteiler. Zum Beispiel, Alter. Oder es wären auch wieder Hosen, also Die so Hosen, die bis zum Skaterhosen. Bauchnabel gehen jetzt. Früher war es ja eine Zeit lang dann nur Hüfthosen und so. Wie gesagt, ich war früher Skater und so allgemein, ich guck jetzt Mädels an und denk mir so, hat das bei mir in der Grundschule oder so ausgeschaut damals und ich find's fresh so und Normal. auch fresh. Recoming einfach. ja, So, das ist Culture, Kultur. normal. Ja. Jetzt frage ich dich auf jeden Fall noch eine Sache, die wird hier jeder gefragt, und zwar dein Traumfeature national. Traumfeature national. Puh. Du hast ja schon mit 2 Legenden, ist bei dir also schon sehr schwierig. Aber meinst du So. meinst du Rap oder Egal. Über welches. Rap. Egal? Egal welcher Musiker, natürlich sollte es schon Musiker sein. Helge Schneider? Helge Schneider. Ja, das wäre aber auch. Da müsst ihr vom Katzensong eine Neuauflage machen. Katze, Klo, mach die richtige Katze froh. Willst du eine richtige Katze haben? Musst du im Geschäft nach Katze Klo fragen. Aber lebt er noch, oder? Schon, oder? Er lebt auf jeden Fall noch. Also, Helge Schneider, wenn du das hörst, bist eingeladen. Artist Talk München und Feature Felix Kuhl wartet auf dich. Safe, weil es sein Kombiniere, Traumfeature. Wadenkrampf. Hat das mich auch noch gar nicht gefragt, das jetzt Feature. Doch, alter Digga. Aber warte, du bist gleich dran. Jetzt. Wir machen nochmal einen richtigen Talk so mit dir. Ich meine, ich Da- laber so viel, Bro. Sorry, Mann. Macht nichts. Dann mach mal. Sagen soll. Nein, alles cool, Mann. Vollkommen cool, vollkommen recht. Das richtig müssen wir auch. nicht rausschneiden. Jetzt der King, Alter. Im Rap muss man sich seinen Platz erkämpfen. Normal, Alter. Gib ihm einfach einen Ellerbogen, Alter. Komm, Challenge. Nee, Traust kein dich Bock. oder nicht? Ja, warte. Nee, kein Bock. so, du Nein. Machen wir jetzt nicht. Nein. Traust Ich dich bin eher nicht? der weiche Kriminelle. Criminal. Ich bin eher der weiche Kriminelle. Na, jetzt hast du aber. Und das? Scheiße, hör auf, dann hör muss auf. man. Ich mach nicht fest, Digga. Schwimmst du? Aber dafür, dass du das jetzt nicht gemacht hast, Danke. wird der Felix. Jetzt werde ich was raushauen, was ich auch hoffe, dass was passiert. Ja, mach. Dafür, dass du ihn jetzt keine gezündet hast, wird der Felix Anasal Schnupftabak aus deinem Bauchnabel ziehen. Aus deinem Bauch? Okay. Jetzt gleich, oder? Ja, komm hier rauf. Alter! Hier rauf, du Schwein. Warte auf den Schieben. Warte. Das ist schon wieder giftig. Wie es hier Mach mich schon mal frei. Ich krieg mir was rein. Aber das muss so gesaved werden, dass wir es ins Video schneiden können. Die Kamera Nein, hier kommst du rauf, du Schwein. Hier kommst du jetzt drauf. Wie bei Harald Schmidt. Ja, jetzt legst du dich drauf. Oh, Du musst dir eine Brücke machen, komm. richtig schönes Nasal. Wie behaart bist du eigentlich, ey? Alter, du derbe Sau. Ja, ich zieh das durch, weißt du? Du Du derbe Sau, Alter. fährst den Burt Reynolds. Du fährst den Burt Alter. Reynolds. Der Haarige auch noch. Magnum, Das Alter. ist auch noch, das ist ja schon doppelt motivierend. Der Haarige Das kann man auch nicht zeigen, dann wird's gesperrt. Aber würde ich sofort machen. Oder dir ein bisschen was ins Arschloch einblasen. Alter, du derbe Sau. Jetzt, Babo, ey. jetzt halt mal die Wampen. Ey, hypertierisch. Normal. Du derbe Sau, Alter. Jetzt kannst du ja nicht hier am Tisch, oder? Dein Bauch, da stinkt
Bei meinem Leben. Alter, So ein Furz rauskommen, Alter. Bro. Bro, das ist das Fiesestens, Alter. Wie so ein Kuharsch da aus seinem Bauch. Das war nicht der Schnupftabak, der riecht minzig lecker. Das war der Bauchnabelzwiebel. Nur wie so ein übler Mundgeruch aus dem Bauchnabel raus, Alter. Alter. Lässt du da die Queen Lisa mal reinvögeln oder was? Seine Katze da lässt dich im Bauchnabel vögeln von der Katze, oder? Den Bart, ich hab mich gewaschen. Ja, dann musst du den Bauchnabel waschen, dann musst du reinbohren. Ja, weiß ich. Hab ich vergessen. Digga. Immer nur reinwichsen. Oder reingewichst. Das ist starker Tobak. Also im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Aber es ist jeden eine Fall. Challenge. Was ist Traumfeature international? Ich bin wieder fertig mit den Nerven, hey. Das hat so gestunken, Alter. Und ich hab mich auf den Schmalzler gefangen. Du derbe Sau, Alter. Derbe Sau. Gelenkig. Das musst du jetzt bitte beachten in der Zukunft, ey. Das war jetzt, wenn da eine Eule mal an der Nase vorbeikommt, ey. Ich will gar nicht wissen, wie dein Johannes Das riecht, ey. schiebt echt ganz anders. Das schiebt echt ganz anders. War das frech jetzt? Das hast du doch gewusst schon. Das war doch abgesprochen, Alter. Ey. Nicht abgesprochen. Allein die Bauchhaare, Alter, der Klassiker. Leck mich am Arsch. Richtiger Ich Macho. bin knallhart. Macho, man. Okay, jetzt muss, Alter. ich muss mich sammeln. Bono. Was? Bono. Ihr müsst wieder in eure Position, dass sorry. ihr wieder scharf seid. Wir sind da immer scharf, King, oder? Wachsner. Boah, das hat Wachsner man, Schaffe. Das Lass ist- mich überlegen. International aber Traumfeature. da der Challenge-Name steht, das war der Bauchnabelzwirbler. Ja. Ich bin's King und das ist der Bauchnabel. 6ix9ine. 6ix9ine Traumfeature. Er hat auch mit Randy gearbeitet und deswegen, Echt? wo ich sitze auf den Stuhl immer im Studio und auch das Mic, in das ich reinrappe. Ich bin krasser 6ix9ine-Fan auf jeden Fall, ja. Mir taugt diese wo die so krass Das war sehr den frech Arsch jetzt. wachsen. Das war der Track, glaube ich, nachdem er aus der Haft raus ist, oder? Ja, Kuba. Ja, den fand ich brutal, also krasser Song. Er hatte krasse Energy und so und Ihn wollten sie ja auch voll als Snitch darstellen und so. man muss obwohl sich er die eigentlich- Geschichte reinziehen, so. Die ist obwohl er nämlich eigentlich dirty. der loyalste Typ überhaupt ist. Ist so. Hat Also, 80% von seinen Geldern abgegeben an die Gang. Digga, die haben ihn freiwillig. richtig gefickt so und auf allen Ebenen und ich sag da wirklich so und ich bin da loyaler, wenn ich Fan von jemandem bin, stehe ich für immer hinter dem so. Außer jetzt in Fällen, keine Ahnung, von Wenn man's Pädophilie oder Wenn sowas. man es halt nicht mehr rechtfertigen kann. Genau. So. Genau, richtig, ja. Aber das wäre, ja doch, das Das ist ja wäre... wie bei Bushido. Viele sagen der 31er, aber er hat halt so viel Hip-Hop geprägt, dass die Leute ihm trotzdem hören. Weißt? Einerseits das und auch, da muss man ein riesiges Fass sonst aufmachen, aber weißt du, das ist Ja, halt es auch nicht ging- korrekt gewesen, wie er behandelt worden ist. So, ich meine, klar, er hat sich selber eingebrockt, auch 6ix9ine hat sich das selber eingebrockt, aber auf der anderen Seite kann man auch als Krimineller korrekt Aber sein. ich finde bei 6ix9ine andere Story so, weil 6ix9ine so, er sollte lebenslang reingehen für eine Sache, King die er rafft gar dann nicht auf. gemacht hat. Ja, Und sein ganzes Geld haben sie ihn einfach so weggenommen und so, bla bla bla. Bushido hat schon, also... was andere man so Thematik, Kinder aber ihm du und bist selbst Hamburg. Familienvater und Na wenn's... klar, wenn es um die Kinder geht, aber da ist ja auch immer noch in Frage gestellt, ob das dann auch wirklich alles so der Tatsache Da hast du recht. Ich So, weiß das es werden nicht, wir aber jetzt mein mal sehen, Bauchgefühl... was die Richterlichkeit da spricht. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich da nur jetzt gesehen, Flair hat sich die Rechte gekrallt von Bordstein bis zur Skyline. Krass, Bordsteinkuss. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, der hat ihn Übel. jetzt krass gefickt. Irgendwie muss Bushido ihm jetzt da Geld zahlen. Einen Haufen, weil, wie du vorhin gesagt hast, das sind ja Rapper mit einer langen Legacy. Und wenn so ein Album schon 10 Jahre auf dem Markt ist oder so. Flair hat seinen Respekt ohne Ende verdient. Ich feiere auch Flair, aber man muss trotzdem sagen auch, dass irgendwo der Charakter Bushido auch Flair natürlich groß gemacht hat. So. Natürlich mit Es ist zusammen. schwierig. Man kann nicht hinter die Man Kulissen munkelt ja, 100... dass Flair die ganze Zeit Texte für ihn geschrieben hat. Also dann schon eher zusammen, würde ich mal meinen. Ja. So. Es ist... Aber Ich kann mir Bushido kein hat Bild auch drüber alle machen. aufgenommen. Es ist da eine ganz verworrene Geschichte.
Aber ganz Deutschland spekuliert halt da hin und her. Wir werden es im Endeffekt Deswegen, nie genau. zu 100% wissen, Genau. wie es war. Aber, Aber Bushido, du bist auch herzlich eingeladen. Bei 80 Ja, da bin ich gerne dabei. Alle sollen es kommen. 6ix9ine auf jeden Fall starkes Wunsch-Feature. Würde auch, glaube ich, ganz von der Verrückten, von der Das würde bestimmt Verrücktheit gut passen, passen. So. Der King hat sich schon benachteiligt gefühlt, Ja. deswegen frage ich schau mal jetzt rein, auch, Digga. wer South wäre Main! dein Traumfeature national, also in Deutschland? National. Deutsche auch und amerikanisch, oder? Na, jetzt erstmal nur Deutsche. Deutsch wäre der Skinny Finster, auf jeden Fall mein Traumfeature. Und der Aber den Sido kennst auf du jeden ja, Fall. Oder? Den Skinny. Ja, den kenne ich ja. Wer ist ja Leute, nicht wo ich unmöglich. nicht kenne, oder? Ja, dann mehr Sido eigentlich schon. Ne? Ja, mehr Sido, ja, Sido wäre mein Also Traumfeature. Sido, Vielleicht kann man es klären, wie ich macht ihr Feature nochmal. Felix ist auch auf jeden Fall am Start, wenn du Bock drauf hast. Und international? International schwierig gerade. Memphis-Rapper muss ich jetzt nachdenken gerade. Du talkst generell nur die Tapes aus Memphis, oder? Ja, ich habe auch Tapes, wo nicht aus Memphis sind. Ja, Traumfeature außerhalb von Memphis wäre Du kannst auch Memphis sagen. du wirklich am allerliebsten, mit dem du rappen würdest, so auf der ganzen Welt? Also, weil mich interessiert es immer so, auf wen die Leute wirklich abfahren, weißt du? ja, Sängerin würde ich mit Lady Gaga und Madonna ein Feature gern haben. Lady Gaga, Alter. Aber ich glaube, du sollst nur einen nennen. Aber Lady Gaga, stabile Ansage. Lady Feier Gaga, ich, Mann. richtig harte Krass. Nummer eigentlich schon wieder, gell? Und Der King halt, Alter. Ja, oder sag so viele du willst, so. aus Memphis, Sag mal einen richtigen Tape-Head, so, wo du sagst, mit dem Tape, Money, würde ich unheimlich gern einfach einen Song machen. Tommy Wright würde ich gern machen und Fühl ich. C-Dog, der folgt mir auch auf Instagram und Sick. Tiny Main. Also C-Dog, meld dich bei King Asozial. Tommy Wright meld dich beim King. Nochmal. Nochmal. Netter. Nochmal C-Dog, netter. ich schreibe ja mit C-Dog dauernd und wir schicken uns auch dauernd Raps hin und her. Ich habe ihm meine Raps geschickt, meine Projekte. Ich habe ihm auch von Felix was geschickt. Er findet es geil. Stabil. Schau mal, durch seine penetrante Art Krass. kriegst du am Ende noch ein Feature mit Tommy Wright. Ehrenmann. Wirklich. Also, for life. Also ich muss da auch sagen, der King immer sehr loyal zur Ötti Gang. Ich glaube, Ja. wenn einer sagt, keine Ahnung, Er ist der loyalste Felix Mann. Krul ist ein Spast, dann sofort wird er blockiert vom King, denke ich mal. Du bist einfach Und- mein Schatzi, aber ich Ja, bleib dir blockiert auch und gemeldet. bis ans Aber man hat Lebensende ja auch loyal. gesehen, ich und der King kannten uns ja auch nur flüchtig. Und zum Beispiel, ich hatte ja den Beef mit der Münchner Gesindel-Page und war krass stabil, loyal zu den Rappern gestanden. Hat ihm sehr viel gekostet, so im Nachhinein. Mhm. Denke ich mir, schade. Aber trotzdem zeigt es ja den Charakter vom King. Also wenn er weiß, wer im Recht ist, dann steht er halt auf Ja. der Seite der Gerechtigkeit. Und Ja, ist ein dafür feiner. lieben dich auch die Leute. Voll. Und dafür, dass du die Jägermeister durch deine Mhm. Wohnung schmeißt. Das war nicht eine Jägermeister, Was das war war eine das? Kümmerling. Ich schmeiß Kümmer dich meine um mich. Seele Ja. über Bord, oder? Was hast du da gesagt? Wie ich meine, das hat sich der Felix ausgedacht. Ich habe das so, habe ich von Sido abgeschaut. Sido hat ja bei 16 Bar so einen Jägermeister mit Vis-a-vis getrunken. Ich weiß, ich kenne das Interview. Und dann hat er das auch so auf den Boden gefetzt, das Jägermeisterglas so. Das war halt frech, weil das war, glaube ich, in so einem Zelt auf einer Wiese und du hast halt in deinem Zimmer gemacht. Ich habe das feinen, auch auf beim dem feinen Edeka, ich Holzboden. habe das auch beim Edeka mal gemacht, so mit Heineken-Flaschen früher. Ja, aber das ist ehrenhaft, weil Heineken Wild. ist kein Bier. Es gibt nur Ja. ein Bier. Da hab ich, nee, die habe ich ausgeäxt, dann habe ich alle hintergepfeffert. Und Conny musste es dann zusammenklappen, da war ich so besoffen. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Was, die fangen an? Und warte, Ähm, bevor jemand grüßt, Shoutouts. hier noch direkt gesagt, ich hoffe, wir werden noch ein
Oettigang Spezial machen, Gerne. wo Ja. ich den ganzen Haufen hier nochmal als Gruppe habe. Safe. Wenn die Jungs sich mal wieder aus sehr dem in Erschen kommen. Also Ja. ich denke, irgendwann wird die Zeit kommen. Der Ach, Felix bestimmt. hatte ja meine Nummer, du auch. Ja. Auf jeden Fall ist das Pflichtprogramm. Also ich will die Oettigang nochmal hier haben, Ich komplett. spreche sie drauf an. Okay, Grüße. Shoutouts, oder? Grüße, schon mehr Schau als dich ein nicht Shoutout. selber die ganze Zeit an. Du Shoutouts Selbstverliebter. an Er schaut Skinny. sich die ganze Zeit selber an da vorne, merkst du es? Shoutouts und Grüße an Skinny Finster, an Skinny, wenn du das siehst. Ich schick dir das Interview. Shoutouts an Tommy Wrightman. Und greetings to all Rapper in Memphis. Und den Barkeeper, oder? Mit dem du immer da deine Und liebe Grüße an dich, Rammer, am Gardasee im Fasano. Und an dich, Johnny. Ich hoffe, du machst dein Lokal bald auf, dein eigenes. Ich werde da auf jeden Fall hingehen. Und Main. der ein oder andere Belvedere Magnum poppen. Oder die eine oder andere 3 Liter Champagner oder Alles so. unter 10 Liter ist eine? Piccolo. Ja, logisch, Main. Und was mit Fam? Grüße Immer an Family meine ganze first. Familie. Ja, Mann. Das kann man aber auch netter sagen. Okay, Ja. Grüße an meine ganze Familie. Ja. Und gibt's bei dir noch? Ja, auf jeden Fall. Ich grüße meine Freundin La Seidel, Young Beluga. Mein Goldschatz. Ich grüße Randy Robot. Ich grüße meine Jungs. Ich grüße Roboter. Ich grüße ebenfalls meine Family. Und am allerwichtigsten alle Supporter, also alle Füchse da draußen. Ja, wollte ich auch nochmal sagen an alle Füchse, schön liebe Grüße und Shoutouts, habe ich ganz vergessen. Das ist eigentlich das ist wirklich Family so. Also es ist auch bei jedem Event und so, ist es als, du kannst mit jedem Fuchs sprechen. Man versteht sich blind und zwar von Anhieb und das ist crazy. Also es ist ein mehr als... Habe ich auch schon mitbekommen bei den Fans, wo ich im Hugos getroffen habe. Mit denen konnte man reden, alles, die waren korrekt, alles. Ja, das ist mehr als Musik. Sag mal, sogar im Hugos. Ja, ist crazy. Also, Digga. weil du das selber sagst, so, du supportest mehr die asozialen Billigsachen so, weil du das doper findest. Ja, die Aber Leute sogar die von Hugos unten kommen feiern, halt, weißt du, ich meine, die Supporte ich Egal, auch, ich alle- supporte alle- beides, die Rich-Seite und die arme Seite. Ja, aber ich bin mehr so von Weil unten du nach hast ja oben auch schon kämpfen. alles. Und das ist halt mein Ding und ich weiß vor allem auch alle an das Wichtigste und ich denke deswegen ist es auch so familiär, vor allem Leute, die von der Gesellschaft nicht so akzeptiert werden oder strugglen, die Probleme haben mit Drugs und allem, die halt einfach Freaks sind so. Es ist eine Familie aus Freaks und da gehen ganz fette Grüße raus, denn ihr kennt die Vibes, ihr wisst bereits, was es ist. Es ist fucking. Gang. Yeah. Grüße an alle Hater, ich liebe euch. Ja. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir da sein durften. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Jung, bisexuell, geisteskrank. Folgt Felix Krul, Oettigang, King Asozial. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!